6 Meter lang, Senja steht drauf und absoluter Luxus. Und hier ist, ich glaube, nichts von der Stange. Ich gucke mal gerade, was vorne drin ist. Ich selber war noch gar nicht drin. Die Jungs sind aus Oberbayern zu uns gekommen ins Saarland. Kiwi steht drauf. Und es ist ein Crafter, der 6 Meter lang ist, maximal hoch, richtig? Und maximal hoch ist er nicht. Maximal hoch ist er nicht, das heißt, der hat H2, oder? H3 ist es. H3 ist es, ja. Ich werde euch gleich mal vorstellen. Hier steht nämlich hinter mir, es ist einmal der Alex und einmal der Thomas. Was? Ihr seid noch recht jung. Wie alt seid ihr? Ich bin 29. Okay, was habt ihr gelernt? Ich bin Schreinermeister. Okay. Genau. Und habe jetzt ein paar Jahre im Familienbetrieb gearbeitet. Unser Vater hat einen Einfamilienbetrieb, da habe ich mitgearbeitet. Und vor 2 Jahren ist mein Bruder auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, lass mal Wohnmobile ausbauen. Okay. Genau, und dann haben wir mit der Firma angefangen. Und das ist jetzt unser erster Prototyp. So, und du bist der Ich bin der Thomas, ich bin 26 Jahre alt. Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Fertig. Und aktuell studiere ich im Master Fahrzeugtechnik. Genau. Echt? Du hast Luft- und Raumfahrttechnik? Genau. Am DLR? An der Hochschule in München habe ich das Ganze studiert. Was ist da so zu lernen, dass man Autos baut für 300.000 Euro? Auf jeden Fall lernt man nicht, wie man das Autos baut, aber man lernt, wie man relativ leicht baut. Und das ist ja auch unser Ziel gewesen. Wir wollten alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Und aktuell geht es ja nicht wirklich. Ja. Und unser Ziel war es, so leicht zu bauen wie möglich, dass ich meine ganzen Sachen, die ich gerne auf meiner Reise dabei habe, auch alle einladen kann. 3,5 Tonnen ist selbstverständlich hier, nehme ich an? Selbstverständlich. So, das heißt 3,5 Tonnen Zuladung, dann noch 2 Tonnen. Das wäre schön. Aktuell haben wir eine Zuladung von 1/2 Tonne. Von 1/2 Tonne immer noch? Immer noch. Und der ist wahrscheinlich volle Hütte, oder? Der ist volle Hütte. Und ihr habt 1/2 Tonne Zuladung? Wir haben 1/2 Tonne Zuladung. Da ist der Fahrer... Da ist sogar noch mehr Spiel drinnen. So, dann kommt man gerade her. Das Spannende dabei, ist das jetzt ein Prototyp quasi? Das ist unser sozusagen Prototyp. Das ist ein Prototyp. Aber der fährt, damit kann man das machen. Es fängt damit an, dass das ganze Dach, nicht das ganze Dach, ich kann mal so drauf gucken, da ist Solar drauf. Genau, da haben wir, also bei dem Modell sind es jetzt 2 Solarplatten, die sieht man da von der Seite, das ist eigentlich die ganze Länge entlang, das sind Solarzellen. 2x240 Watt haben wir da drauf. Genau. Ja, 500 Watt drauf fast. Knapp, ja. Genau. Also unser Ziel ist es schon mal gewesen, möglichst lange autark zum Stehen und im Sommer bei gutem Wetter kann man sagen, dass wir hier eigentlich fast endlos autark stehen können. Ja, was ganz Starkes ist, das kann ich euch gleich mal zeigen, das sind wirklich selbst gebaute Klappen, die da sind. Die kommen komplett aus dem 3D-Drucker. Das ist sensationell. Genau, das sind die Serviceklappen, weil wir haben gesagt, optisch die Serviceklappen, was man so von der Stange kaufen kann, gefallen uns nicht, weil die sind ja meistens plan und stehen dann dementsprechend vor. Wir entwickeln da was Eigenes. Das war natürlich monatelang Arbeit. Und das ganze Tolle daran ist, der Verschließmechanismus funktioniert über die VW-Steuerung. Das heißt, Echt? wenn ich jetzt einen Schlüssel nehme und zusperre, CAN-Bus. dann ist auch zu. So. Wenn ich jetzt wieder aufsperre. Klingt so trivial. Das ist auch furchtbar trivial, aber meistens ist ja die Qualität in den trivialen Dingen. Genau. Und wir haben natürlich hier an keiner Ecke gespart. Das sind absolute Luxusbänder hier, extra aus Aluminium, um nochmal die letzten Gramm zu sparen. Kostet natürlich dementsprechend wieder mehr. Der Preis geht da nach oben, aber und hier habe ich auch noch was ganz Schönes. Wenn mir die Solarleistung nicht reicht, dann kann ich hier noch ein Außenmodul anstecken und kann auch mal 140 Watt zusätzlich Solarleistung. Was ziemlich cool ist, auch hier innen ist alles gedruckt, oder? genau, das ist komplett ein Element hier, was man sieht. Außen lackiert, innen roh gelassen. Genau, komplette. Das ist alles komplett in CATIA gezeichnet worden. Wir haben ja auch die ganzen Zeichnungen vom VW alle bekommen. Also wir haben das hier ist alles bis auf die letzte Schraube gezeichnet und somit können wir auch mit diesen Passungen und auch mit dieser Maßgenauigkeit arbeiten. So, und einen Truma Diesel habe ich selber, ganz hervorragende Heizung. Die ist natürlich auch eingebaut. Ja. Aber wir haben sie so eingebaut, dass das Schwarze im Schwarzen ist und nicht das Schwarze in der Farbe. Weil uns war wichtig,
dass diese Applikation nicht so stark ins Auge sticht. Darum haben wir die extra hier integriert in diesem schwarzen Band, dass die einfach nicht wirklich auffällt. Wenn ich jetzt nicht explizit auf die Truma gucke, dann fällt mir die gar nicht auf. Das ist auch das Schöne an den Serviceklappen. Darum sind die auch so eingeschmiegt in der Geometrie vom Fahrzeug, dass sie einfach nicht auffallen. Weil ich finde, das Schlimmste, was wir beide auch meinten immer, war, wenn die Serviceklappen einfach so abstehen. Das sieht einfach nicht toll aus. Ja, es ist alles Handarbeit und wir wollen auch uns spezialisieren auf Individualität. Das heißt, der Kunde kommt, hat ganz spezielle Ansprüche. Wir machen es möglich, ja. Und das kostet halt extrem viel Zeit in der Planung. Ich kann hier einfach, meine Außendusche muss ich nicht anstecken. Ziehe ich einfach raus. Funktioniert. Endlich. Einer hat mal nachgedacht. Das heißt, Man er muss zieht sich nicht selber wieder ein. laufen und die extra den Wasserschlauch holen, dass ich mich duschen kann, sondern wenn ich jetzt schnell vom Biken komme, kann ich mir die Füße sauber machen. Oder ich es für irgendwas anderes benötige und muss nicht erst überlegen, ja, brauche ich es jetzt wirklich? Nein, ich gehe einfach hin und benutze es. So, wenn du mal kurz aus der Sonne gehst, sei mal so lieb, dann zeige ich das mal gerade. Auch das ist komplett gedruckt. Ihr habt dort einen kleinen Schlüssel drin. Was kann der Schlüssel? Aktuell ist es noch so, dass das Wasserbefüllungssystem über den Schlüssel noch funktioniert, aber sind wir auch dran, das Befüllen zu bekommen ohne Schlüssel. Auf dem Markt haben wir aktuell noch nichts gefunden zu. Bluetooth. Okay, cool. Das heißt, ich habe ja den Prototypen gefilmt, vielleicht habt ihr den gesehen, den Crafter, zusammen mit dem Ingenieur, der auf der Messe war, vor 3 oder 4 Jahren, hat der den komplett mal gezeigt. Der sah aus wie so ein Flugzeug innen drin, sehr weiß, hat vielen Leuten nicht gefallen. Ich fand es so geil, weil ich gesagt habe, das ist eins der besten. Der dann rauskam am Schluss in der Serie, der hat mich so enttäuscht. Weil das war dann nicht mehr das, was es vorher war, weißt du, mit der ausziehbaren Dusche, mit dem Beamer drin, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Ja, es hat sehr an einem Flugzeug angehaucht, wie schon gesagt, aber unser Ziel ist es eher, es soll gemütlich sein im Wohnmobil. Echt? Man soll sich wie zu Hause fühlen. Ihr seid aber jung. Ja, aber wir möchten das Wohnzimmer mit in die Natur nehmen, das ist unser Ziel. Und es darf an nichts fehlen. Also nochmal, ich fasse mal zusammen. 6 Meter Länge. Ihr habt mir erzählt, Thema Gardasee, ihr wollt auch immer schön Platz kriegen. Mit 6 Metern ist das möglich. Die Höhe nochmal, sind wir unter 3 oder knapp über? Bei 2,45 Meter. 2,45? Ja, wir haben extra den Dachträger, der ist auch selber entwickelt, tiefer gesetzt. Der liegt auf der rechten Seite, ist er auf der Markise aufgelegt, um auch nochmal da Gewicht einzusparen, dass wir keine extra Stützen benötigen. Somit ist er nur links gestützt und rechts ist er integriert in die Markise, wie man hier sehen kann. Das Aluprofil liegt direkt oben auf dem Profil der Markise auf und somit brauchen wir da eigentlich keine Abstützungen. Genial, das heißt, das habt ihr hier nochmal zusätzlich verstärkt. Und vorne das Windschild, das ist halt auch so gemacht, sehr schlicht gehalten, dass es zu dem ganzen Design passt. Es wurde in CATIA so angepasst, dass wir einen guten Luftstrom bekommen. Und CATIA ist eine Software, oder wie? CATIA ist ein Zeichenprogramm, was in der Automobilindustrie und auch in der Luftfahrt verwendet wird. Und VW nimmt das ganze Zeichenprogramm auch her und somit haben wir dasselbe auch verwendet. Durch meinen Background im Studium hatte ich die Erfahrung in diesem Programm und konnte mich da verwirklichen. So, ich gucke mal gerade, das Basisfahrzeug, Full LED ist es nicht. Das heißt, da ging es, glaube ich, jetzt auch gar nicht drum. Also jetzt wirklich das Allervollste zu kriegen, was irgendwie ging, oder? Nee, man muss jetzt einmal fairerweise dazu sagen, die Reise ist jetzt am Ende woanders hingegangen. Wir haben zu Beginn mit einem einfacheren Ausbau geplant und angefangen und im Laufe der Entwicklungs- und Bauphase haben wir uns da selber extrem nach oben gesteigert. Ja. Und es war dann irgendwann nichts mehr gut genug, es musste immer besser sein, noch besser funktionieren. Und jetzt sind wir inzwischen schon mit unserem ersten Testfahrzeug, Vorführfahrzeug, da, wo wir eigentlich erst in 3-4 Jahren sein wollten. Es geht ja auch immer darum zu zeigen, was geht. Genau. Also ich sag mal, der Kunde kann ja bestimmen, was er will, oder? Richtig, der kann eigentlich für jede Schraube entscheiden, wo sie sein soll, mehr oder weniger. Was man auch noch einpflegen muss, ist das Basisfahrzeug, das der Kunde kauft. Bei diesem Kaufpreis ist natürlich die maximale Ausstattung. Dieses Basisfahrzeug, das wir gekauft haben, ist noch nicht die maximale Ausstattung. Habe ich verstanden, aber du weißt, die Leute gucken genau zu bei meinem Kanal, dann sehen die alles. Die sehen zum Beispiel auch, dass da vorne 2 kleine Beulen sind. Die habe ich gesehen, da hilft nichts, darüber müssen wir reden. Denn ich habe einen Kabel, der ist voller Beulen. Das ist so. Das ist Beulen, da müssen wir uns leider bei VW beschweren. Ja. Die Produktionsgüte ist halt es ist nur ein Kastenwagen leider.
Und die Güte ist ja nicht so hoch, als wenn ich jetzt ein normales Auto kaufe. Das ist so. Das heißt, da sind aber jetzt keine Möbel gegengeschraubt, oder? Nee, da ist gar nichts. Da haben wir nur für Ihnen auch schade. nichts gemacht an dieser Stelle. Also das ist übrigens, ich hab ja das Fahrzeug auf Mercedes-Benz, sieht aus, als wäre es komplett verbeult oben. Und dann habe ich mit denen gesprochen, haben die gesagt, ist so. Ja. Das ist bei der Fertigung. Da wird halt einfach nicht so drauf geachtet, weil es auch nicht so ist. Ja nur ein Lieferwagen. Ist ja auch nur gedacht für, ich sag mal, 3, 4, 5 Jahre Leasingdauer. Dann geht es irgendwo anders hin. Da macht der Nächste, der nimmt schon nicht mehr so viel Wert drauf. Aber man muss eins sagen, der Crafter ist ein total geiles Auto. Das Fahrwerk fährt sich wie PKW, oder? Es ist fertig wie ein PKW. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier 6 Stunden hergefahren aus Bayern. Das ist ganz entspannt. Das war, du kommst an, wie du eingestiegen bist, entspannt. Komm, wir zeigen das mal. Ihr habt schöne Felgen drauf. Aber ich glaube, der Innenraum, der wird euch gleich mal umhauen. Dadurch, dass das ein Prototyp ist, ist es ja auch so, die Opportunitätskosten, das kennt ihr das Wort? Sachen, die man beim zweiten nicht mehr machen würde. Ja, es gibt viele Sachen, wo man sich denkt, allein schon unsere Decke innen, wie die entwickelt wurde, da sind wir bei den Kosten Okay, das jenseits von Gut und Böse. Das würdet ihr demnächst anders machen, oder? Wir müssen es optimieren, also es ist viel Optimierungsarbeit auch, die auf uns zukommt. So, ich habe euch gebeten, das Auto mal extra mal aus der Sonne rauszudrehen, weil hier vorne ist die Eingangstür, wie das bei allen ist. Vorschlag, sollen wir hinten anfangen, vorne? Was ist eure Idee? Hinten erstmal? Fang mal hinten an, ja. Genau, dass wir das mal sehen, denn es ist relativ schlicht und die 6 Meter Länge, vielleicht nochmal, da zählt jeder Zentimeter. Das heißt, 6,40 Meter ist einfach zu lang. Wir sind sogar unter 6 Meter. Unter 6 Meter. Wie 2 viel Zentimeter. Gut, das heißt, ihr habt den billigsten Fernplatz. Genau. Ihr habt den schön sauber gemacht, ja. Heute Morgen nochmal? Ja. Ja, sehr schön. Denn ich bin mal echt gespannt, weil ich habe ja letztes Mal schon mal gefilmt, Hilke, war ein Riesenerfolg, war auch nicht billig, die Hilke. Ich glaub's ja nicht. Ich fasse es nicht. Seht ihr das, liebe Zuschauer? Ich krieg einen Anfall. Ich habe vorher, ihr seid mein Zeuge, ich habe es vorher nicht gesehen. Ja, Sie sehen es zum ersten Mal. Uns ist wichtig, wir wollen die Leute verzaubern, wenn sie hier das erste Mal aufmachen. Dann haben wir hier einmal eine Heckgarage. Natürlich. Auch mit Licht. Mit einem Schwerlastauszug. Natürlich. So, das ist natürlich echtes Holz. Ja. Das ist Lärche. Ja. Lärche lackiert. Natürlich Holzart auf Kundenwunsch, aber uns war wichtig, bei diesem Wohnmobil, wenn man da mal in den Innenraum schaut, ist eigentlich fast nur Lärche benutzt. Wir haben uns jetzt eben für Lärche entschieden, weil unser Ziel auch ist, dass wir Regionalität vertreten und Lärche ist halt bei uns ein beheimatetes Holz. Wir wollen jetzt keine Exotenhölzer hier verbauen oder so. Ihr habt euch zu etwas getraut, was ich kaum gesehen habe überhaupt. Ihr habt Stockbetten in einem 6-Meter-Auto. Sowas gibt es nicht am Markt. Wir haben für 4 Personen 4 Schlafplätze auf 6 Meter. Ihr habt für 4 Personen 4 Schlafplätze. Genau. Breite hier, wie breit sind wir? 1,80 Meter? Unten sind wir 1,90 Meter auf 1,35 Meter. Und oben sind wir bei 1,40 Meter auf 1,90 Meter. So, Arbeitsdauer, was habt ihr investiert? Die Arbeitsdauer waren aktuell mit Entwicklungszeit 8000 Stunden. Aber die Entwicklung ist hier 80%. Dementsprechend gehen die Kosten da 1000 Stunden sogar. 2000 ungefähr, 1000, 2000. Das können wir jetzt noch nicht so genau abschätzen. Naja, ob 1000 mehr oder weniger. Man ist ja noch jung, aber es hilft ja nichts. Ist das so, solche Sachen entstehen grundsätzlich am Rechner oder ist das so? Hier entstanden. Es gibt jede Schraube, jeden Auslass, gibt es alles im Zeichenprogramm. So wie er hier steht, steht er auch am PC, in PC sozusagen. Jetzt noch mal ganz kurz, das fängt ja an bei der Isolierung. So ein Ding soll ja winterfest sein. Da haben wir schon den ersten Punkt, wo wir uns was bei gedacht haben. Und zwar wichtig, nicht wie alle anderen Amaflex zu verwenden, sondern Kork. Kork ist ein natürlicher Werkstoff und Kork hat den Vorteil, er nimmt Feuchtigkeit auf und gibt es ab. Somit verhindert man schon mal das Schimmeln hinter den Wänden. Offen, das heißt, er lebt mit dir mit. Wenn du atmest, musst du nicht zwingend ein Fenster aufmachen. Und das Schöne auch an den ganzen, ich habe einen natürlichen Geruch drin, einen angenehmen Geruch. Ja, das werde ich gleich mal feststellen. Dann habt ihr viel Filz verwendet. Geil. Ich finde es so klasse. Ja, erzähl.
Hier sieht man auch zum Beispiel diese Auslässe. Da geht es schon mal los. Es lüftet. Das ist ein Belüftungssystem. Ja. Das ist jeweils auch so optimiert, der Luftstrom, dass er in jeden Auslass gleich auslässt. Und somit, wenn die Türen geschlossen sind beim Schlafen, strömt dann die Luft nach oben auf und ich bekomme eine Wärmewand. Somit wird mir hinten bei der Tür nicht kalt. Genau, weil das halt eine der kritischen Stellen immer ist beim Isolieren, die Türen. Ne? Das kennt jeder Camper im Alltag im Winter. Somit haben wir hier hinten eine thermodynamische Optimierung vorgenommen und haben hinten die Kältebrücke durch eine Wärmebrücke ersetzt. So, klemm mich mal auf. Kältebrücke, Wärmebrücke, was ist das? Also Kältebrücke heißt, hinten die Türen ist das schwächste Glied, da wird es kalt reinziehen. Und das willst du ja beim Schlafen nicht, dann hat die eine Person, weil es ja Querschläfer, ist ja nachts kalt. Und wenn es der Frau kalt ist, dann ist es auch nicht gut für den Mann. Und daran war unsere Sache, wir wollen, dass es hinten gleichmäßig warm wird. Und somit erzeugen wir hinten eine Wärmewand, die nach oben aufgeströmt wird, wie man es auch sieht zum Beispiel, wenn man bei Einkaufsläden irgendwo reingeht. Da wird da oben immer warme Luft nach unten geströmt, So ein Schleier. um die Wärme in den Raum zu halten. Und dasselbe Phänomen machen wir hier im Wohnmobil. So, okay, das habe ich verstanden. Jetzt ist ja so, die Truma Diesel macht ja ein richtig tolles Wärmegefühl, was du drin hast. Du musst es nur ordentlich verteilen. Genau, wir haben 4 unterschiedliche Auslässe. Wie gesagt, einer ist hinten, dann einer ist vorne, wo man da unten das Gitter sieht. Schauen wir uns ja gleich nochmal an. Einer ist unter der Küche, der quält unten passiv aus und der andere ist vorne beim Sitzbereich links und quält auch passiv aus. Ist das Auto leise bei der Fahrt, während der Fahrt? Sehr leise und angenehm. Also es klappert nicht? Da klappert nichts. Okay. Ja, du bist Schreinermeister. Das war wahrscheinlich dein Gesellenstück, oder? Die gesagt hat, die Handwerkskammer weg. Meine Anforderung war, dass der Bus qualitativ mit dem Meisterstück mithalten kann. Von den Möbel. Und jeder, der im Schreinerhandwerk tätig ist, der weiß, was das heißt. So, jetzt mal eine Frage. Du bist wahrscheinlich schon in festen Händen, oder? Weil es sind viele Schwiegermütter, die sagen, das wäre jetzt der perfekte Schwiegersohn. Nee, ich bin inzwischen schon fast seit 2 Jahren glücklich verheiratet. Also nicht mehr zu haben. Nee. So ist das. Alex, richtig? Ja, genau. Cool. Nochmal ein Punkt vorher zu der Frage wegen Wärme- oder Kältebrücke. Also das ist eigentlich nur umgangssprachlich. Kältebrücke gibt es ja offiziell eigentlich gar nicht, das nennt man nur Wärmebrücke. Ich nenne es immer Wärmebrücke, die Leute sagen, ja, Kältebrücke. Nein, das heißt eigentlich wirklich Wärmebrücke und da kann man es am besten mal erklären, weil es gibt Bereiche, die kann man nicht isolieren. Hier zum Beispiel, da liegt ja die Gummidichtung an. Ja. Geht ja nicht. So, jetzt ist das die größte Wärmebrücke. Die Wärme liegt hier an und dann wandert die super über das Blech nach außen. Ja? Gibt außen das Blech, hat eine riesen Fläche, gibt die ganze Wärme wieder ab. Und das sind halt die größten Schwachstellen und die haben wir halt versucht, eben genau durch diesen Heizungsauslass hier zu reduzieren. Ist das nicht so warm dann im Winter? Nee. Gut, ist mollig. Nee, das ist wirklich angenehm. Das ist, man sieht es ja selbst, auf die Fläche verteilt. Das ist der allerlängste Weg nach hinten, der Auslass. Also. So, okay, Lebensdauer, was habt ihr dem so angedichtet? Unser Ziel ist es, das Wohnmobil soll lange halten. Ja, lange, sagen wir jetzt mal mindestens 20 bis 30 Jahre. Ja. Also ja, man kennt ja... hier wirklich versucht, auch bei den Beschlägen überall nur die beste Qualität zu verwenden. Man kennt ja noch früher die Wohnmobile, die hießen Thomas Cook oder so irgendwas, die ja heute so nicht mehr gebaut werden in der Form, die ja sensationell waren, wo die Leute noch gebraucht ein Vermögen dafür zahlen, weil die Qualität so gut war. Das hier, okay, wir machen mal eins, wir gehen mal vorne rein, weil ich denke, jetzt haben die Leute es genug gesehen. Mach mal hin bitte zu. Kann man die rechte Tür eigentlich auch ganz aufmachen? Ja, geht auch. Weil bei vielen ist das blockiert. Habt ihr nicht gemacht? Nee, das war uns wichtig, weil ich finde das beim Campen, bei meinem privaten habe ich das auch. Ich finde das super, wenn man da im Sommer die Türen offen hat, hinten mal drin liegt und nach draußen gucken kann auf den See oder so, hat man die Tür nicht in der Sicht. Und Fahrräder, ja, kein Problem. Also so Aufbau- und Zusatzeinrichtungen kann man jederzeit mit uns reden. Wir entwickeln oder bauen da alles ran, was irgendwie nur technisch möglich wäre. das heißt, ihr entwickelt das auch selber. Es muss nicht der Standardträger von Volkswagen sein, der fürchterliche. Nein, muss er nicht. Ne? Wird entwickelt bei uns, was in den aktuellen Möglichkeiten ist der Physik. Cool. Das bedeutet auch was Schönes für hinten drauf. Ich habe gefilmt Pandora Alarmanlagen. Da gibt es einen externen Sensor für E-Bikes. Das ist total cool. Den kannst du abnehmen. Der geht über Bluetooth. Und sobald einer nur das E-Bike berührt, gibt es Alarm. Ja. Das ist richtig cool, weil viele Leute haben natürlich auch teure Fahrräder mittlerweile und so weiter. Und die zu schützen, die wollen die dann innen lagern. Aber da gibt es Lösungen. Da gibt es definitiv Lösungen.
in dieser Variante haben wir jetzt Alarmanlagen technisch noch nichts verbaut, sind da aber an was dran. Wir haben eine mehr oder weniger eigene App entwickelt, aber dazu kommen wir später. Okay. Und in die kann man das dann auch super mit integrieren. Wir haben eine eigene App entwickelt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Liebe Automobilindustrie, ihr habt die neue Generation, ich bin ja ein alter Sack hier mit 53, aber die beiden unter 30, die, ich sag mal, revolutionieren das so ein bisschen. Habt ihr viele Selbstausbauvideos geguckt von Leuten, die das gut gemacht haben? Definitiv. Man hat halt versucht, sie überall das Beste abzugucken und auch durch eigene Campingerfahrungen und auf Campingplätzen mit Leuten reden und so, versuchen da überall das Optimum rauszuholen. Ja. So, wenn jetzt einer sagt, ach, sowas baue ich doch in 30 Stunden selber zu Hause und so weiter, der soll es einfach mal machen. Soll es uns zeigen, ist sofort eingestellt. Wir hatten viele Freunde von uns, die haben immer wieder jedes Monat, ach, das gibt's ja nicht, noch nicht weiter, noch nicht weiter. Wenn man da nicht selber im Thema drin ist und das komplett begleitet Tag für Tag, dann kann man sich das nicht vorstellen. Das ist Arbeit ohne Ende. So. Wir haben wirklich versucht, da bis ins tiefste Detail zu gehen und dann braucht es seine Zeit. Also ihr habt schon erwähnt, ihr habt was anderes gebaut als der Rest. Ja. Ich filme demnächst auch eins aus Österreich, das ist Stealth. Das ist total witzig, ein fensterloser Kastenwagen, der so nicht erkennbar ist, ich glaube für 200.000 Euro. Dass die Leute einfach stehen können alleine, aber das hier ist was richtig Cooles. Das bedeutet, ihr habt ein 4-Personen-Auto auf 2 Meter entwickelt, auf 6 Meter. Auf 6 Metern, unter 6 Metern, genau. Unter 6 Meter. So, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Grundriss, erstmal klassisch, Küche hier, das hat sich bewährt, oder? Das hat sich bewährt. Das haben wir, wie gesagt, schon bei unserem ersten Ausbau, den Hobbyausbau, so verwendet und auch Langzeit in Norwegen getestet und den haben wir beibehalten. Wärmebrücken, das große Thema kalte Füße. Da arbeiten Fußbodenheizung. Eine Fußbodenheizung. Natürlich. Für den Preis gibt es eine Fußbodenheizung. Eine Fußbodenerwärmung oder eine Fußbodenheizung? Das heißt Elektro, oder? Das Elektro, ja genau, eigentlich eher Erwärmung. Also wir heizen damit nicht im Bus. Es geht nur darum, dass die Füße warm sind. Das ist wichtig, denn 300 Watt Leistung. Es gibt nichts Schlimmeres als kalte Füße. Und es ist einfach angenehm, wenn man reingeht und der Fußboden ist warm. so, ihr habt Strahlungsenergie, ihr habt Steckdosen direkt am Eingang. Das Natürlich. gibt es normal nicht. Wir haben eine Steckdose. Ja. Außer auch, wenn ich jetzt grillen möchte, habe ich hier die Möglichkeit, hier kann ich meinen Gashahn aufdrehen und hier vorne kopple ich. Somit kann ich hier auch vorne meinen Grill aufstellen. Was ist das für Material? Das Schwarze? Das Holz? Oder Gebe ich weiter. Das ist Linoleum, Linoleum? Möbel-Linoleum, ja. Das kenne ich ja von der Schule eigentlich. Bodenbelag, oder? Genau, Das heißt unkaputtbar. ja. Und man kann es wieder aufarbeiten. Also das ist ja auch ein wichtiges Thema. Nachhaltigkeit. Es riecht ein bisschen nach Linoleum? Nee. Wir haben es nur hier verwendet. Okay. Genau. So, der Boden- Der Boden ist ein Eichen-Massivholzboden. Da haben wir mit einem Hersteller aus Rosenheim zusammengearbeitet. Der ist da Spezialist für besondere Böden. Und da kann man sich super tolle Designs aussuchen. Und damit wir hier natürlich, weil Massivholzboden, wir sind im Fahrzeugbau, da kein Gewichtsproblem bekommen, ist es nicht ein normaler Massivholzboden. Sondern der wurde wieder aufbearbeitet. Das heißt, das ist eine Deckschicht von 3 mm und drunter ist eine eigens entwickelte Sperrholz verleimte Lage. So, zufälligerweise ist das Muster durchgehend oder kein Zufall? Und das ist kein Zufall. Okay. Das war dein Anspruch ans Meisterstück. Da gibt es mehr Ansprüche, ja. So, du bist Meister. Wie bist du denn dazu gekommen? Klar, jetzt war es der Papa, der hat auch schon einen Betrieb gehabt, aber der Sohn, der will ja meistens was anderes machen. Ich wusste ehrlich gesagt nach der Schule nicht, wohin. Und dann hat es im Familienhaus geheißen, zu Hause sitzen bleibst du nicht, du machst jetzt was. Nee, Schreiner hat mir schon immer gefallen, so war es jetzt nicht. Und habe dann die Lehre gemacht, einen Meister. Habe aber immer zu meinem Vater gesagt, das ist es nicht ganz. Ich sehe mich nicht jahrzehntelang als Schreiner, ich brauche irgendwas anderes. Ja, und darum ist mir, glaube ich, diese Idee hier mit dem Wohnmobilausbau ganz recht gekommen. Bau- und Möbelschreiner, das ist ein schönes Wort. Aber das Handwerk hat es ja wirklich in sich. Gold, ist das Gold? Das Messing. Messing. Ja. So, das heißt, es kriegt eine Patina mit der Zeit. Richtig, man sieht es ja eh schon ein bisschen. Genau. Das ist schön. Das da vorne, ich nehme an, du hast eine CNC-Fräse? Nee, Nein, das bis ist jetzt im noch Moment nicht. noch ohne, aber das ist eine Zukunftsanschaffung, ja, definitiv. Wie ohne? Das hast du ohne rausgefräst? Ja, das geht alles ohne. Ja, klar.
Eine CNC ist im Prinzip... Warte noch mal, du bist zu schnell, noch mal zumachen. Also fangen wir mal erst an. Vorhin haben wir gesprochen über den Luftauslass, der ist hier hinten versteckt. Ja. Hier quält die warme Luft aus. Und natürlich ist der Stauraum auch unterm Fußboden verwendet worden. Machen wir es mal auf. Ja. Pushlock. Natürlich. Ziehen wir raus. Wie schier. Ja, so langsam wird es mir klar. Das heißt, der muss aber jetzt nicht zwingend gehen in den nordafrikanischen Raum zu irgendwelchen Ölscheichs. Nee. Das ist schon geplant, dass er hier in der Region bleibt. Cool. So, dann mach nochmal zu bitte. Das ist da, dann der Luftauslass ist da, das habe ich verstanden. Isolierung unten, was habt ihr da gemacht am Boden? Das sind 20 mm XPS. Gut. Genau. So, dann gehen wir mal rein. Ich muss mal gerade schauen. Die Stufe fährt automatisch raus oder wie läuft das? Ja, Können wir mal zeigen. Da, ich habe schon gesehen, den Taster. Ach, die fährt auch automatisch zu. Ist das Serie bei Volkswagen? Nee. Das haben wir nachgerüstet, weil uns da ein System besser gefallen hat, das extern arbeitet. Das heißt, wenn das System mal ausfällt, Geht's trotzdem? man sieht es hier, da ist der Arm, dann die funktioniert es Warte mal, trotzdem. ich zeig's mal gerade, dass wir das mal zeigen. Da ist dieser Fangarm, der kommt dann raus. Und verriegelt das. Genau, und zieht die Tür ran. Und wenn So. das mal nicht funktioniert und ausfallen sollte, geht die Tür immer noch. Das ist der Vorteil. Wenn man serienmäßig kauft, dann geht die Tür hast du ein nicht mehr Problem, dass die Tür nicht mehr zugeht. wenn's Außerdem habe ich nicht gehört, wenn man die ganz feste zumacht und falsch, dann geht's auch mal schnell. So, bitte mal langsam zumachen, dass wir mal das Geräusch mitfilmen können. So, jetzt haben wir es zu langsam gemacht. Zu langsam, so etwas schneller. So. Genau. Geil. Okay. Bitte nochmal aufmachen, dann zeige ich mal gerade das Gegenstück in der Tür drin. Das ist das. Das hat sich bewährt bei euch? Funktioniert? Wir sind mal super zufrieden damit. Super zufrieden. So, Seitsfenster sind drin von Dometic in Klarglas. Da habt ihr extra klares, also ich sag mal relativ Um den größten Lichtanfall zu größten Lichtanfall. Das ist wichtig. Viele machen sie ganz Wir schwarz. wollen es möglichst hell haben im Wohnmobil. Ihr seid Skifahrer? Wir sind Skifahrer, ja. Ich glaube, in Bayern fährt jeder, der in den Bergen wohnt, Ski fast. Aber aus diesem Grund war es jetzt nicht. Ja, weil nämlich im Winter ja weniger Licht da ist und dann bist du in der Höhle. Ja, Fliegengitter, was habt ihr denn da entwickelt? Das ist ja immer so ein Teil. Da haben wir selbst entwickelt. Das funktioniert von der dicht? Serie. Ja, das funktioniert von der Serie ganz gut. Okay. Verstanden. Macht's mal auf, bitte. Dann, ich traue mich gar nicht reinzugehen. Ich muss. 4 Personen auf 6 Meter. Üblicherweise sind die Betten bei solchen Fahrzeugen vorne. Also alles, was ihr gesehen habt, war vorne. Das ist dann meistens entweder hier reingefaltet, hier oben. Ich bin 1,83 Meter und ich schätze mal, wir haben bestimmt 1,90 Meter, Meter 95, Mit der 90 circa, ja. Meter 90 Stehhöhe. Genau, wir haben beim Crafter 1,95. Oben haben wir 2 cm, unten haben wir 3 cm Aufbau, da bleibt ca. 1,90 über. So, kommt mal rein. Ihr seid ja auch nicht klein. Das geht. Mit 4 Personen. Gut, du stehst jetzt auf der Erhöhung, muss man auch Für sagen. die Größe von mir geht es sogar noch hier. Geht es da. Also Du bist da ist 1,90 der Meter. Ich bin 1,76, da ist der Vorteil, wenn man nicht ganz so groß ist. Vorteil. Aber da, wo es drauf ankommt, Wurde ja nichts gespart. hotelzimmer.de. Ist das cool? So, jetzt könnte ja einer noch auf die Idee kommen und sagen, ja, das hast du jetzt nicht nahtlos eingelassen. Das hat aber einen riesen Vorteil. Du kannst die Becken nämlich tauschen später, wenn du es nicht mehr kriegst. Das wissen viele nicht. Richtig. Und wie man das schon sieht, ist die Arbeitsplatte natürlich auch wieder massiv aus Lärchenholz. Und das ist furniert. Und wenn man das jetzt einlassen würde, hätte man da dauerhaft ein Problem. Weil du hast da eine Fuge. Weiß ich alles schon, Ja. weil ich habe meine auch draufgesetzt. Und mit dem Wasser und auf Dauer funktioniert das einfach nicht. Das bleibt keine schöne Fuge. Also wenn ihr Kommentare schreibt, ist aber nicht eingelassen, das hat einen Grund. Es soll nämlich Genau. dicht Das sein. hat einen Grund. Wir haben uns wirklich überall was gedacht, damit die Funktion und der Nutzen möglichst lange erhalten bleibt. Auch von den Materialien her. So, das ist angeschrägt. Auch das hat einen Grund, wenn man aussteigt, dass man sich nicht die Birne anschlägt, oder? Das ist designtechnisch. Das ist maximaler Raumgewinn quasi Genau, optisch. es soll relativ groß hier drin wirken. Wir sind auf 6 Meter. Ich fasse es ja nicht. Und ihr habt eine Frechheit. Ja, das war mir sehr wichtig. Ich trinke sehr gern Kaffee
Und ich bin der Meinung, Habe ich dich eben beleidigt mit unserem Kaffee eigentlich? ich sag gar nichts. Ich trinke sehr gerne Kaffee und ich bin der Meinung, ein Kaffee gehört zum Campen ein guter. Und wenn ich jetzt morgens die Tür aufmache, dann will ich mir auch einen schönen Kaffee machen und darum musste diese Kaffeemaschine rein. So, Kaffeemaschine, Möbel ist klar, die Oberflächen, das hier, das sieht aus wie Mikrofaser, oder? Das ist Alcantara Ja. überzogen. Echtes Alcantara. Das ist echtes. Okay. Das heißt, Und dahinter ist ein Aufbau aus Holz. Das kannst du erklären, wie der aussieht. der Schreinermeister kommt mal her. So, Software, ich glaube, das Panel habe ich schon mal gesehen, aber je nach System kann man ja alles integrieren, was irgendwie Genau. die Sprache spricht. Ja. So, dann erzähl mal, was ist dahinter, wenn du es mal gerade aufmachst, bitte? Ja, das ist jetzt im Prinzip der obere Kleiderschrank für jeden. Jetzt Genau. mal, warum kein Sprinter? Weil der ist ja so der Stern Der drauf. zieht ein bisschen hinten mehr zusammen und Ja. hat eine bisschen andere Geometrie. Und hier drin hat man Mehr Raum. minimal mehr Raum. Ja. Und da wir durch den ersten Ausbau, den Hobbyausbau, wussten, wie der Sprinter innen aufgebaut ist, haben wir uns für den Craft entschieden. Das ist so, weil viele werden jetzt sagen, aber wenn einer kommt und sagt, ich will einen Sprinter haben, geht. machen wir auch einen Bauen wir Sprinter. den Sprinter, aber Also ich habe ja einen Sprinter, ich muss auch, ja, ich habe einen Ducato 8 jetzt, das ist so ein geiles Auto. Es ist leider ein Fiat, steht drauf. Es ist so, aber Ja, von der Form innen ist Ducato schon der Wahnsinn, da brauchen wir nicht reden. Ja. ja, das ist wirklich so. Aber ihr habt es am Crafter hinbekommen. Der verjüngt Ja. sich nach hinten. Das Ja. hat so Designelemente. Ich glaube, alles, worauf Volkswagen geachtet hatte, war, dass irgendwie 5-Euro-Paletten reingehen. Das ist so der, die Höhe ist auch egal. Aber ihr habt das Beste draus gemacht. Ja, die Decke, da habt ihr erzählt, sag mal, als du das deinem Vater gezeigt hast, ja, ich nehme mal an, du hast ihn Laufen belästigt, oder? Klar. Was hat er gesagt? Der war begeistert mit jedem Stück, was dazugekommen ist. Weil du hättest ja auch die 8000 Stunden im Laden abliefern können. Da hättet ihr richtig Geld verdient. Ja, genau. Aber Ja, wir haben es ins Wohnmobil gesteckt und hoffen, dass wir da in Zukunft Geld verdienen. also ganz ehrlich, es ist so klasse. Sag mal realistisch, wenn ich jetzt die Ansprüche nicht ganz so hochschraube, kriege ich schon was für 150 bei euch? Oder wird's eng? Ja, sagen wir, ja, 180. 180. Ja, doch. So, also das hier ist Premium. alles, was wir konnten, eingebaut. Oder zu dem aktuellen Zeitpunkt, was wir können, eingebaut. Wir wollten halt mit dem ersten Ausbau mal zeigen, was wir können. Das ist wichtig. Darum ging es uns wirklich zu präsentieren, was alles möglich ist unsererseits zum jetzigen Stand und was wir können. Und dann schauen wir mal, wo So. die Reise hingeht, Ich hab- was die Kunden auch wollen. Ne? Das ist ja auch immer die Frage. Viele Fragen habe ich gleich. Ihr geht jetzt mal bitte hier rein, denn genau, wir tauschen mal gerade die Plätze. Ja. Beide mal bitte, dass wir mal beweisen. Das zeige ich gleich übrigens. Wir machen die Tür am besten mal zu und hier mal gerade das Fenster zu. Seid mal gerade so lieb, weil das Licht gerade so extrem reinfällt. Hier? Ja. Dann können wir nämlich das Licht ein bisschen mehr. Nö, genau, das ist super. So, jetzt seid ihr ja zu zweit. Genau. Ihr habt wahrscheinlich noch 2 Mädels, egal was, und die fahren auch mit. Seid ihr mal zu viert gefahren? Ja. Wir waren 6 Wochen zu viert und 6 einmal Wochen? 8 Wochen zu viert unterwegs. Und gab's Leben alle noch. Leben noch, aber ihr seid nicht mehr zusammen. Doch, wir sind alle noch befreundet und Freunde auch noch zusammen. Also. Nee, nee. Cool. Weil das ist ja so, ihr habt keinen Hund. Doch, Doch. der war auch dabei. Der war auch da. Wo? Der hat dann vorne immer gelebt. Vorne hat er gelebt. Ja, so. da im Ja, klar. Beifahrerraum quasi. Wenn man die Sitze umdreht, hat der da vorne super seinen Platz und ist Das glücklich. können wir gleich mal zeigen, denn ich ahne schon Schlimmstes, weil die Leute bestimmt fragen werden, wo ist der Tisch? Das werden wir gleich erklären, denn ich vermute schon, dass es das ist. Bitte mal oben das Bett fertig machen, dass wir mal sehen, wie viele Sekunden das Ganze dauert. Also Schrank zugemacht. Fertig. Ihr habt ein Längsbett, Ja, natürlich. also unten quer, oben längs. Genau, und auch wenn du länger als 1,90 bist, dann stehen halt die Füße oben raus. Okay. Ist so. Also 1,90 Meter, aber das wäre ja nur, wenn ich ganz gerade liegen würde bei 1,90. Genau, So, es ist ja so. Wie kommst du da hoch? Ohne. Da haben wir uns hier eine Stufe gedacht. Also ich kann hier den Stuhl nach vorne ein bisschen fahren. Und dann kann ich hier über die Treppe ganz normal hochgehen. Du hast eine Treppe. Ja, das integriert. Also das war uns wichtig im Design, weil meistens ist es so, es gibt irgendwo im Wohnmobil eine Leiter. Ja. Wo die Leiter ist, weiß keiner, die ist einfach da. Ja. Da haben wir gesagt, wir wollen keine Leiter, wir integrieren es im Design und haben uns einfach so eine Stufe in die Küche integriert. So, zeig mal bitte, wie kommt man da hoch? Dass man mal sieht.
Also einmal da. Hochsteigen und dann bin ich schon oben. Bist schon oben. So, und drückst dich einmal raus. Ich kann mir theoretisch noch auf den zweiten steigen, wenn ich möchte. Aber Sag mal, Zärtlichkeit und Nähe zu viert in einem 6-Meter-Auto. Das heißt, ihr wechselt euch ab da, ne? Das ist gewöhnungsbedürftig, das Ganze. Ah, gut, das ist aber grundsätzlich beim Campen. So ist es halt mal beim Campen, ja, richtig. Also, was ich lieb. Ja, Oder der eine kriegt Oropax. So, dann gucke ich mal gerade so. Dann zeige ich mir gerade, ihr habt ein schönes Kochfeld. Auch da die Qual der Wahl von den Herstellern. Was habt ihr da gewählt? das ist Tedford. Da war uns diesmal wichtig, dass wir kein versenktes Kochfeld haben, weil ich finde es persönlich immer ein bisschen anstrengend zum Säubern, die Kochflächen da rum. Ne? Und hier kann man halt schön das Gitter runternehmen und dann hat man eine relativ ebene Fläche schon zum Wunsch wäre natürlich komplett ohne Erhöhung, aber... Ihr habt eine riesen Arbeitsfläche, wenn man bedenkt, dass die Kaffeemaschine rechts daneben noch ist. Und ihr habt euch zu etwas getraut, das ist einmalig in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr habt euch gewagt, die Zähne zu putzen und zu waschen im gleichen Waschbecken. Weil viele Vollhonks bauen nämlich in ein 6-Meter-Auto 2 Waschbecken ein. aber warum? Warum? Sag's mir. Ja, ich weiß es nicht. Darum haben wir eins angebaut. Das heißt, du traust dich wirklich hier die Zähne zu putzen und danach die Spaghetti Bolognese abzuwaschen? Ja, ich bin der Meinung, es funktioniert. Echt? Ja. Ist das denn technisch was anderes, wenn man sich die Zähne putzt? Nee. Nee, darum, wie gesagt, aus dem Grund, großes ist- Waschbecken. Uns war wichtig, ein sehr großes. Es ist ultra tief. Genau, dass ich auch wirklich mal was sauber machen kann und nicht bloß so tu. Ja, weil die Und meisten dann sind immer wieder beim Campingplatz nach vorne laufen und alles da sauber mache. cool. Ihr habt eine Außendusche, haben wir schon gesehen. Das mit dem automatischen Einziehen finde ich cool. Auch wie Das ist hier der neueste Wasserhahn von einer Firma Reich, die es auf dem Markt gibt. Ist auch sehr schön hier mit den elastischen oben. Ja, das heißt, du kannst auch wirklich abspülen. Genau. So. Und hier der Seifenspender. Ein Seifenspender. Ja, genau. Natürlich integriert, dass ich den nicht irgendwo hinstellen muss, dass es auch sauber aufgeräumt ist. Ja. Und es ist immer sehr wichtig, dass alles clean aussieht und immer aufgeräumt. Weil Ordnung ist der einzige Weg, wie man es schafft, mit so vielen Leuten im Wohnmobil zu leben. Ich schaff's alleine, das Wohnmobil nach 3 Stunden komplett, dass es aussieht wie bei Hempels. So, dann habt ihr hier so einen tollen Schrank entwickelt. Der Küchenschrank, ja. Das ist auch mit der Grund, warum der Preis so in die Höhe geht. Ich glaub's auch, ja. Das ist die Gewürzbox. Nee, das war einfach nur so eine kleine, in Der Anführungszeichen. Raumtrenner, der hier oben verbunden ist, um den Raum angenehmer zu gestalten. Ansonsten wird's ja da die Sitze sehen und, Genau. und den Bock. Ja, oder man hätte jetzt eine komplette Wand einziehen können, aber das wir ist halt wollten freundlicher einfach- und trennt trotzdem optisch ein bisschen. Nicht komplett, genau, nicht komplett eine Wand, sondern einfach, dass wir... Und generell, wenn man sich die Form mal anguckt hier von der Küche, das alles zu bauen. Also Setz dich doch mal gerade aufs Bett drauf, diesen bitte. ganzen Ich will mal gerade sehen, was cool ist, wenn du das Bett hochschiebst. Du kannst dich sogar noch ein bisschen setzen. Ich kann mich ganz noch drunter setzen. Klaustrophobie, du hast ja richtig viel Platz drunter. Wenn du dich mal gerade, am besten ziehst mal die Schuhe aus, leg dich mal gerade hin, dass wir mal zeigen, und du fährst mal das Bett mal gerade zurück, dass wir mal sehen, liebe Ausbauer, ihr müsst nicht den höchsten Kastenwagen nehmen. Es geht auch der. So, und jetzt zeige ich mal gerade, ist das nicht so, dass du früher im Schullandheim... Nee, da ist noch genügend Platz. Ich kann mich sogar noch hier so aufsetzen. Also, es ist oben genauso viel Platz. Ist aber saugemütlich, oder hier unten? Es ist richtig gruselig hier unten drinnen. Ja, und du hast einen Notausgang, du kannst jederzeit raus. Hier kann ich jederzeit raus. Cool. Und ich kann von hier, alles steuern. Ich kann sowohl den Bus zusperren, als das gesamte Licht aus- und anmachen. Und hier unten habe ich noch alle Lademöglichkeiten. Über Taster, das ist ja ganz modern, aber es funktioniert hervorragend. Die Leute wissen, wie man sowas bedient. Einerseits über Taster alles, andererseits auch über unsere App. Die zeigen wir gleich mal. Leselicht, zeig mal. Natürlich. Krass. Und hier nach drüben, die zweite Person darf natürlich auch laden. Gibt es eine Kopfposition bei dem Auto? Weil das ist ja wichtig, je nachdem wie er steht, kann man Das ist auf die- beiden Seiten? Oder ist das die hier? Position, da ja auch hier das Licht ist. Da ist das Licht. Weil hier wird es ein bisschen eng. Hier wird es ein bisschen eng werden. Funktioniert natürlich auch, aber ich muss ja aufpassen, wenn ich Kopf anhauen. Aber geplant ist es, dass ich hier schlafe. Sag mal, die 500 Kilo Zuladung, sind die mit dem Fahrer schon drin? Der Fahrer ist mitgerechnet. Mitgerechnet. Und ungefähr 20 Liter Frischwasser zum Fahren, was man braucht. So, wir werden mal zeigen, bitte mal den Schrank öffnen hier. Denn eben der war ein bisschen klein, aber hier unten hast du viel mehr Platz. Mädels, Oben darf man nicht vergessen, der geht auch noch ziemlich weit nach unten.
Okay. Von der Größe. Ich zeig's gleich Das nochmal. ist vom Volumen oben und unten ziemlich identisch. Also man kommt hier mit dem, auch Frauen, mit den Klamotten aus für Auch 4 Wochen und 5 Wochen Norwegen. Okay. Sag mal, die Girlies, die ihr habt, sind das so Instagram? Ich nehme meinen ganzen Hausstand mit. Er muss aktuell sagen, ich habe aktuell keine Freundin mehr. Liegt nicht daran. Okay. Aber ich sag mal, das ist ja so, viele wollen ja alles mitnehmen. Du musst dich ja schon ein bisschen reduzieren hier, oder? Das heißt, man muss sich reduzieren. Meistens nimmt man zu viel mit. Ja. Aber man lernt, glaube ich, relativ schnell, was wichtig ist und was unwichtig ist. Okay, verstanden. So, wir lassen dich nochmal raus. Da ist so ein kleiner Leder. Ja, den zeigen wir gleich. Zeigen wir gleich. Okay. Da ist auch was versteckt. Boah, hier die Bettfläche. Breite vom Bett? Oben ist 1,40. 1,40 mal 2 Meter. Heißt, da können sogar Vater, Mutter, Sohn, der Kleine kann auch mit in die Mitte. Hier oben nochmal, hier geht es auch noch ziemlich weit nach unten. Warte, ich film mal rein. Da geht's bis hier runter. Gut, okay. Sag mal so, die Serienausbauten von Volkswagen. Habt ihr euch die mal angeschaut, was da so gibt am Markt? Und? Die haben wir uns angeschaut. Ist das für eine Serie okay? Halt. Die gibt's halt. Ja. Wir machen es anders. Bitte mal oben den Schrank öffnen, dass wir den da auch haben. So, ich mache mal gerade ein Fenster auf. Dann haben wir es etwas luftiger hier drin. Das Dach. Das Dach können wir auch. Nee, das wird leider zu hell. Ja, sonst machen wir das Dachfenster Nur mal auf. So, und ich mach mal hier, dann geht's einmal durch. So. Sau cool. Ein Glashalter. Silvi lässt grüßen. Genau. Das ist ein geiles System, oder? Das ist toll. Guck mal, natürlich, wenn jetzt ein Kunde den Wunsch hat, dass er die Magnethalterung gleich im Holz eingelassen haben will, auch machen und verwirklichen. Wir haben es jetzt einmal vor Ort angebracht, damit man ein bisschen individuell gucken Natürlich kann. kann er sich auch hier das ganze System reinbauen, in die Lichtfenster. Viele wollen aber genau jetzt das Auto haben, was ihr hier gebaut habt. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Du zeigst ein Auto, sagen die, das ist genau Ja. mein Auto, oder? Das Ist auch wäre wär im ersten Fall auch unser Wunschziel, weil genau das ist durchplant und funktioniert jetzt am besten nachzubauen Wenn wieder. eine Kaffeemaschine ist, wenn ich das Wasser wechseln möchte, das wäre ja so ein Problem, aber so nicht. Okay. Wahrscheinlich habt ihr das erstmal so eingebaut und dann gemerkt, dass. Nee, habt ihr vorher dann gedacht. Cool. Und da ist auch ein richtiger Auszug mit drin. Was ist da drunter eigentlich, das Silberkästchen? Ist das der Anschlag für das Das Möbel? ist unser Verschließsystem überall. Das ist überall elektronisch verschließbar. Das heißt- sogenannte Beatles. Du fährst los und dann Dann kann ich über meine App alles schließen und dann ist alles zu. mach mal zu. Ich kann es sowohl auch hier über das Display machen oder über die App. Das ist jetzt Ist das WLAN oder Mobilfunk? Wie läuft das? Das funktioniert über Mobilfunk So. und zwar das funktioniert bei uns über unseren Router von Teltonika. Der ist 5G und der kommuniziert mit Mobilfunk und dann kann ich von jedem Ort aus mein Mobil steuern. Ist ein Industrierouter, muss man dazu sagen. Da muss man ein bisschen Ahnung haben, um den zu konfigurieren. Ist Genau. keine Fritzbox. Wir haben bei uns noch eine dritte Person an Bord, die hat, das ist ein ITler und auch sehr gut informiert im Bereich Hardware und der Macht hilft das. uns in diesen ganzen Bereichen. Hat auch die App programmiert. So, zieh mal feste dran. Jetzt ist noch nicht zugesperrt. Machen wir. Jetzt wird verriegelt. Zack. So, und das geht auch in Echtzeit, habe ich gemerkt. Jetzt Natürlich. sind alle. Okay, das heißt, du musst nicht. Alles zu. Nochmal, was ist jetzt alles verriegelt? Alles. 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 Mach mal nochmal auf. Alle Kästchen haben jetzt verriegelt. So, mach mal unten. So, Pushlocks gehen jetzt auf. jetzt geht's auf. So, und jetzt machen wir zu. In Echtzeit. Natürlich. Zack. Ja gut, ist ja 5G, aber ich meine, was ist denn, wenn ich jetzt keinen Mobilfunkempfang habe? Dann kann ich es Achso, über WLAN machen hier. Es funktioniert ja genauso. Okay. Einerseits über Mobilfunk, andererseits über WLAN funktioniert das Gerät. Also Okay. ich kann es über die App beides machen. Oder- aktuell müssen wir noch auf das Display zugreifen. Das wird aber in Zukunft auch wegfallen. Mach mal. Display ist aber ist noch- vielen aber wichtig, die sagen, will ich haben. Ja, aber wie gesagt, wir sind auch noch dabei, ein eigenes zu entwickeln. Aktuell sind wir da noch bei den On-Duty-Display. Mhm. Und hier ist noch die Konfiguration von On-Duty drinnen. Funktioniert aber. Funktioniert alles genauso wie auf der App, aber das Layout der App gefällt uns halt besser und dementsprechend wollen wir halt alles so haben. Okay, verstanden. Zeig mal gerade mal die App bitte, dass man das mal sieht. Genau. Das ist jetzt die App hier. Genau, wenn du mal gerade das Komm mal. gerade drehst zu mir. Machen Dankeschön. wir so. So, dann können wir hier oben einmal auf Lichter gehen.
Dann kann ich hier im Bus komplett, wir haben jetzt mal die Deckenbeleuchtung, die ganzen LED-Spots in 3 Zonen eingeteilt. Warte, ich mach mal gerade, weil es weiß ist. Ich muss einmal die Schärfe finden. Jetzt haben wir es. Ja, genau. Das ist jetzt hier in 3 Zonen eingeteilt, da kann ich die Helligkeit einstellen. Später werden wir damit auch noch die Farbtemperatur regulieren können. Im Moment geht es noch nicht. Ist aber schon alles fertig verbaut im Fahrzeug. Da gibt es dann nur ein Update und dann funktioniert es. Dann gibt es noch Ambiente-Beleuchtung. Das haben wir hier. Ceiling um die Decke, dann haben wir unten den Boden. Okay. Genau. Das ist unten die LED-Leiste, kann man da einstellen. Okay, das kann man auch dinnen natürlich. Ja. Genau, da kann ich da jetzt hier so, zack. Putzlicht auch. Einmal Vollgas. So, Jetzt ihr aber könnt weiß. natürlich auch, ich sag mal so Funktionstasten machen, komplett an, komplett aus. Genau. Das kann man auch. Das ist ja hier oben komplett aus. Das ist jetzt einmal, also der komplette Schalter. Der funktioniert natürlich nicht nur über die App, sondern gibt es da im Bus dreimal verteilt. Einmal, wenn man reingeht. Das ist auch ein Bussystem quasi, oder ist das praktisch überlagert? Das ist alles verbunden. Alles verbunden. Genau. Okay, das heißt, du kannst, wenn der jetzt aus ist, den über die App wieder anmachen. Genau. Wenn den mal gerade ausmachst, Ich kann jetzt, zack, jetzt ist aus. aus und jetzt machst du wieder an. Jetzt machen wir wieder an. Okay, Und sagt die App, kann ich das sagen. so, das ist jetzt kein physischer Schalter, sondern das ist einfach nur ein Zustand, der wird... Genau, das wird über dieses System von OnDuty alles gesteuert. Genau, und die Schalter gibt es eben mal hinten oben im Bett. Wenn man im Bett liegt, ach, ich habe was Selber vergessen. natürlich gesagt hat, Fahrzeug zusperren, Licht alles ausmachen und laden, habe ich oben, habe ich unten. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man mal irgendwie raus will, wo ist der Schlüssel? Sag mal, Sommer, 4 Leute hinten, Lüftung. Habe ich hinten 2 Fenster, die ich aufmachen kann, da haben wir die größten verbaut, die es gab. Wir haben da die so in die Geometrie von den Türen eingesetzt, was eigentlich nicht wirklich geht. Wir haben da jeden Millimeter ausgereizt, um das Größte einzubauen. Man kann auch mit der Truma lüften, glaube ich. Das geht auch. Also wenn man die einfach nur auf Umluft macht. Ja, Das geht. Ja. Also dass man... Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, eine Klimaanlage oben einzubauen, aber aktuell Gewicht. wäre noch ganz leicht drinnen. Ja. Aber man will ja auch ein bisschen was fürs Klima tun und das muss ja wirklich nicht sein. Mach mal bitte auf, ich filme mal gerade aufs Dach drauf, dass wir mal sehen, was ihr im Moment verbaut habt. Ihr habt eine tolle Reling gemacht. Fenster ist offen, ja. So, ich hoffe, du kannst es sehen. Also jetzt sieht man hier, warte mal, ich muss mal gerade das Display, ich mache das mal gerade. Ihr seht das zwar nicht, aber ich kippe mal gerade mein Display an. Ich habe eine ganz tolle Alpha 66. So, jetzt gucken wir mal aufs Dach drauf. Jetzt kannst du sehen, was ist. Beschreib mal, was sieht man? Siehst du es? Warte mal, ich gehe mal gerade rein. So. Ja, genau. Da sehen wir jetzt auf der Seite vor eben die 2 Solarzellen. Links, rechts? Die sind in Fahrtrichtung links. Also hier, okay. So und hier links, da. Ja, das ist spiegelverkehrt auf der Kamera dargestellt. Ja. Genau, und das Schwarze da, das ist unsere Antenne eben für den Router. Genau. Wo man da gerade sieht. Hier vorne, das schwarze Runde. Das Schöne auch an dem Ganzen ist, man fährt am Campingplatz hin, fährt in die letzte Ecke, hat nur noch einen Balken WLAN, das ist ein bisschen blöd. Der Router merkt es sofort, der wählt sich im WLAN ein und ich habe dann bestes WLAN im Bus. Heißt das ein WLAN-Verstärker, der intern das nochmal umsetzt auf das eigene WLAN? Genau. Gut, weil das ist ja immer wichtiger. Bitte nochmal die Schränke zeigen, weil die gehen ja übers Eck, eben weil du es auch kannst. Das ist halt dann geplant, das ist jetzt noch nicht fertig. Besteck und Gewürzeinlage kommt da noch rein. Kann man total individuell, wenn der Kunde kommt und sagt, er hat das Besteck und hätte gern das dabei, dann bauen wir das so. Kann man da komplett einrichten. Hab da 2 noch riesen Schubladen für Töpfe und sonstiges. So, was hat der jetzt schon runter, euer Prototyp? Wie bitte? Was hat der für eine Laufleistung im Moment? Kilometerstand. Ach so, im Prinzip jetzt einfach nur die Fahrt zu dir. Fahrt zu mir, der ist neu quasi. Genau, Neu. der war neu. Da war das jetzt teuer, oder? Die Fahrt zu mir? Ja. Kilometer? Die wäre vor ein paar Monaten günstiger gewesen. Nein, aber ich meine jetzt, der hat ein bisschen was drauf, der ist neu. Prototypen, ihr habt ja in einem Auto, habt ihr mir erzählt, mehrere Monate getestet oder Wochen. Das war der Vorgänger. Der Vorgänger, war der ähnlich vom Grundriss? Der war vom Grundriss ähnlich, aber deutlich nicht der Komfort wie hier. Der ist aber nicht zu kriegen. Nee, das ist Der mein privater, der wird nicht verkauft. Der wird nicht verkauft, okay. Aber der hat eben genau den Grundriss gehabt und da haben wir eben die Erfahrung gemacht auf Campingplätze. Jahrelang getestet damit. Ja, dass das super bei den Leuten ankommt. Da sind viele auf mich zugekommen, hey, cooler Grundriss, sowas haben wir noch nie gesehen, vor allem mit dem Bett und so. Ne? Das war noch anders zum Schieben. Hier ist natürlich alles optimiert, dass es super leicht funktioniert. Da sind zum Beispiel seitlich Gummizüge eingebaut, die mit die Kraft unterstützen, damit man das wirklich Also vom Grundsatz muss ich ganz den Gummizug an, kämpfen, leicht. um
auch wenn jetzt zum Beispiel eine Vollbremsung ist, auch das Bett zu halten. Und sobald es unten ist, bleibt es dann. Und oben unterstützt mich der Gummizug beim Hochziehen und es fährt fast von alleine. Das kenne ich von meinem Tor, das Garagentor. Hat auch so ein Gegengewicht. Ja, genau. Der Vorteil ist, Ähnliches es ist alles mechanisch nur und ich brauche hier keine Energie für. Gut, das heißt wieder umweltfreundlich. Brauchst du auch wirklich nicht. Also wenn das so muss ja einfach wirklich geht. nicht sein, genau. Ja. So, Thema Lümmeln. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Man schläft ja nicht nur im Bett drin, sondern es regnet mal, man muss mal E-Mails checken und so weiter. Jetzt hast du hier einen sehr großen Ausschnitt, kommst ganz bequem rein. Lümmel. Hier kann ich sitzen oder setze mich in die Ecke. Oder einfach mal reinlegen, sich so ein... Diese Seitenwände, wo man hier sieht, das ist ein großes 3D-Druckteil. Habt ihr selber gebaut? Wir haben die Erweiterung. 3D-Drucker, alles was man hier sieht, die Geometrien, was man nicht weiß, wie die entstanden sind, ist alles 3D gedruckt. Ach, der ist normalerweise nicht so... Nein, natürlich nicht. Das alles gibt's nicht. Das alles, was man hier sieht, diese Verkleidungen, diese Verkleidung, auch über der Tür, dann hier diese Verkleidung, das da vorne, diese Rundungen überall, alles, das gibt's nicht. Das ist alles selbst 3D gedruckt. Ist bei vielen auch zu sehen, offen. Das ist so. Ja, uns war wichtig, dass es nicht offen ist. Die Bauteile, sowas zu entwickeln, ist ja sauteuer. 3D-Druck heißt aber auch, Das muss einer zeichnen. muss einer zeichnen, nicht nur das. Und der Drucker, der druckt da ein bisschen. Der braucht seine Zeit, aber bei so einem Wohnmobil, da gehen Monate bis die Fertigstellung da ist und dann hat der Drucker, der kann ja rund um die Zeit. Uhr drucken, der hat die Zeit dafür, ja. Der Vorteil des 3D-Druckers ist halt auch, wir können auf Kundenwünsche eingehen. Das nenne ich ja meinen Rahmen hier. Das heißt, der Originalrahmen hat dir nicht gefallen. Nee, der hat uns nicht gefallen. Wir haben auch die Original-Plissés geändert. Das sind handelsübliche Verdachfenster eigentlich haben wir hier verbaut, weil die normalen, wo im Standardfenster drin waren, auf die Größe finde ich die viel zu instabil. Die haben extreme Durchbiegung, haben wir hier nicht. Klappern. Das Problem. Klappert nichts. Oben Genau. fliegen. Oben Insektenschutz, genau. Sehr schön. So, bitte mal drehen die Sitze, dass wir mal sehen, was für einen Raum wir dann haben, wenn ihr sitzt. So, das heißt... Ja, kannst ruhig zumachen. Es geht nur ums Licht, weil wir haben so tolles Wetter, habt ihr mitgebracht. Ja, Das ist zum Filmen immer ein Albtraum, wenn es so hell ist. Ich zeige euch derweil mal kurz den Standardkühlschrank von Dometic, der neue. Der eignet sich... öffne ich, das ist auch super. Klar, wenn du schläfst unten, kannst du dein Bier rausholen, das da ist, oder dein Kaltgetränk. Wenn du mal gerade so nett bist, die Schränke daneben mal öffnest, das Das war auch ist der mal... Mülleimer. Der Mülleimer. Natürlich. Der ist einmal so oben mit Großschutz und einmal normal. Und unten drunter ist eine normale Schublade. Da kann ich auch noch mal. Habe ich eine normale Schublade. Cool. Da hinten, warum der Schubladen so kurz ist, weil da hinten schon der Reifen vom Radkasten ist, genau. So, beidseitig zu öffnen. Ein Kompressorkühlschrank nehme ich an. Genau. Gott, gibt es ja einen Silent Mode. Ich mache den immer aus nachts. Das ist der. Ich habe ja selbst eine Truma Diesel jetzt neu und bin ganz begeistert, wenn man die nämlich auf Elektro. Die hat jetzt auch Elektropaket, Lars? Das ist die 6DE. Gut, habe ich auch. Und das ist ein Traum. Schließ die an. Du bist zum Beispiel in Skandinavien. Da hat jeder Campingplatz hat Elektro. Jeder. Und zwar nicht nur ein bisschen was. Da kannst du 3 kW dranhängen. Ja. Und da wird auch alles schön mit Ökoenergie gewonnen. Das heißt, ich habe einen Wechselrichter mit drin, ich habe einen Laderegler mit drin, ich habe einen Solarregler mit drin. Ja, der Wechselrichter, was kann der eigentlich? Der ist hier versteckt. Nochmal, haben da du bist so komplett- schnell. Das war so genial. Das heißt, ihr habt Silvi. Hier. Warte, da ist der Magnet. Genial. Zack, da ist der Sicherungskasten von Easy Solar. Den haben wir da drin verbaut im Boden. Cool. Wenn jetzt hier mal Feuchtigkeit, es kommt mal was auf den Boden drauf, ist das kritisch? Das ist bei diesem Fußboden hier kein Problem. Der ist geölt und der ist mit der Spezialbehandlung nochmal. Das habe ich eben mit diesem Hersteller abgesprochen. Es gibt inzwischen schon 2K-Öl-Gemische und der ist damit nochmal eingelassen. Das ist eigentlich kein Problem. Okay. Auch So. bewusst, weil man hat mal dreckige Straßenschuhe und Holzfußboden. Das denkt man jetzt erstmal ist nicht die beste Kombi, aber Ja gut, der kriegt ja- Kann das weg, der robust. Eichenboden. Der, ich sag mal so, der ist ja ultra hart, auch 3 mm, ist ja üblicherweise sogar die Nutzschicht eines Haushaltsbodens. Ja, genau. So, du hättest es auch nur schöner. du hättest auch dicker machen können, aber dann geht das Gewicht nie höher. ist- Nein, das Problem ist nicht bloß das Gewicht, sondern die Stehhöhe.
Wenn er dicker wird, dann habe ich auch weniger Stehhöhe. Das kommt noch Somit dazu, mussten wir überall einsparen. Sag mal, wer hat das bezogen? Weil das ist so viel Aufwand, das zu beziehen. Das meiste ist alles selbst bezogen. Das Einzige, was durch eine Firma bezogen wurde, ist dieses Modul. Ja. Das ist bei uns um die Ecke 1,5 Kilometer weg. Die Firma ist Erge. Die hat auch für uns die Sitze bezogen, gepolstert. Sag mal die Sitze. Das ist so Rautenstepp. Ganz normaler VW-Sitz, der neu bezogen wurde. Und das hat die Firma Erge für uns erledigt. So, innen drin wieder das Mikrofaser. Genau, es war uns wichtig, außen Leder zu haben, dass es langlebig ist. Und innen fürs Design. Es riecht so ein bisschen, warte mal, bitte nichts sagen. Es riecht so ein bisschen nach, bisschen Leder ist mit drin, natürlich, wegen den Sitzen. Natürlich Leder. Dann riecht es aber, es riecht gut. Es riecht so ein bisschen nach Skihütte, so ein kleines bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ist extrem viel Holz verbaut, ja. Ihr habt gesagt, ihr habt allein Einbauten in Höhe von 50.000, dann das Basisfahrzeug kostet wie viel? 60? 50.000. 50, 60. 50, Kommt auch auf die 60.000. Ausstattung drauf an. Ja, mittlerweile 60. Ja. Ja. So, das heißt, dann sind wir schon bei 110.000. Da haben wir nur Materialkosten. Hat er nur Materialkosten. Ja, und haben dann wir noch keinen Sinn. Im Moment planen wir die Dauer von so einem Fahrzeug im Ausbau mit so circa einem halben Jahr. Ja, 1. Okay. Wir sind im Moment am Anfang. Ja. Wir Aber müssen, ihr seid ja zu zweit ein halbes Jahr dran. Genau. da rechnen wir jetzt dann aber eher schon mit 3 Personen. 3 Personen. Ungefähr 2000 Stunden an einem Fahrzeug. 2000 Stunden, genau. Ich zeig mal bitte, das ist ja mal ein Halter, an dem ich mich nicht denn töte, wenn ich da mit beiden Augen reinfalle. Im betrunkenen Zustand. Super stabil. Super stabil. Also Auch hier alles, was man sieht, ist auch selber überzogen und verändert worden. Das gibt es auch nicht hier oben. Das war vom VW, haben wir überzogen, weil es uns auch nicht gefallen hat. gut, das ist natürlich Lieferwagen Kunststoff, hält, aber ist nicht schön. Wir wollten halt alles schön haben. Haben auch dann vorne hier dieses Band integriert. Ja. Und eben hier auch nochmal das Ganze aufzufangen, das Design. Der Wagen übrigens, das ist jetzt ein, von der Zugmaschine ein 2 Liter oder was hat Ja, er? genau. 2 Liter 2 TDI. Liter mit 177 PS. So, das heißt, wenn der Kunde will, kriegt er dann das Fahrzeug. Natürlich mit Klimaautomatik, Mit allem, der hat jetzt Klimaautomatik, aber er kriegt sie dann mit Automatik, mit DSG, mit was weiß ich, alles was die Preisliste hergibt. Vorstellen kann. So, und ihr habt ja auch nicht das Problem, dass ihr 1000 Nutzfahrzeuge braucht, sondern ihr braucht ja immer nur 1 pro Halbjahr. Genau. Mach mal bitte, ist Steckdose oben? Das ist nochmal USB. Wenn man hier oben irgendwie ein iPad oder Akkus zum Laden hat, kann man die oben rauflegen und nebenbei gleich laden. Vorne hat man natürlich auch noch 2 USB und USB-C links und rechts, was man auch noch laden kann. Hier habe ich Steckdose. Was mein Laptop dann Vor allem unterm Fahren oder so, wenn ich möchte, kann ich da hinten auch, wenn ich sitze, mein iPad aufmachen. Und kann auf dem Minitisch ein bisschen arbeiten, wenn ich möchte. Genau, wenn ihr jetzt zu viert Hier fahrt, oben kann ich auch noch laden. den ganzen Hier haben wir Abend noch das Leselicht zum Arbeiten. Netflix gucken, Ja. bis der Router qualmt. Bis So. der Router qualmt. Tisch. Wenn Können wir ihr, mal den Tisch aufbauen, da müsste ich... warte, wir tauschen. Genau. Das ist natürlich auch gleich bei uns perfekt verstaut. Das kann man eigentlich gleich mal zeigen hier. Warte, ich komme zu dir. Damit dieser Stauraum da auch super genutzt ist. Machen wir einmal das. Da ist der ganze Tisch drin. Ja, das jetzt war gehen wir uns das mal wichtig. vor. Wenn es regnet draußen, möchte ich ja nicht irgendwo hingehen und einen Tisch holen müssen. Einmal Lego Technik. Aber das geht schnell, sagst du? Das war's jetzt eigentlich schon. Das war's. So. Da haben wir natürlich auch nicht gespart an Qualität. Darf ich dir was dazu sagen? Meistens brauche ich den Tisch nicht. Weil es ist so, wenn ich unterwegs bin, baue ich ihn eher aus. Ich habe auch einen Platz für einen Tisch. Also Ja. viele sagen, mein Tisch immer draußen. Ja. Aber den braucht man eigentlich nur, wenn man länger steht. Das ist so meine Und das Erfahrung. nächste ist aber auch am Tisch. Wenn der so schwierig zum Aufbauen ist, dann benutze ich ihn auch nicht. Kannst du mal gerade hier vorne zumachen? Geht das zu? Hast du Das Verdauung? ist noch nicht bestellt. Es gibt's Kommt. aber, genau. Okay. Das ist einfach nur zum Einbauen. Ist das ein Problem im Moment, die Lieferbarkeit vieler Sachen? Dass ihr Sachen nicht kriegt? Definitiv, aber wir waren zum Glück schon vor einem Jahr dran. Also wir bauen da jetzt schon 1,5 Jahre an dem Bus. 1,5 Jahre. Ja. Hat die Entwicklung gebraucht. Ja. Also wenn ich den Bus kaufe, dann habe ich quasi 3 Lebensjahre gekauft von euch. Ja. Ihr wollt ihn wirklich hergeben? Nee, der hier wird jetzt noch nicht hergegeben. Das bleibt jetzt erstmal unser Vorführfahrzeug. Wir müssen ja präsentieren können, was wir So, aber wenn jetzt einer kommt und sagt, mein Gott, ich gebe euch 400.000, ihr habt ja das Video zum Zeigen. Nee, wir bauen den gerne nochmal genauso nach, aber den
verkaufen wir jetzt im Moment noch nicht. So, klär mich mal auf. Das hier ist Eiche massiv. Ist das schwer, diese schwarzen Streifen zu kriegen? Nee. Nee, das ist nicht Eiche massiv, das ist wie jeder Werkstoff hier herin, Lisocor. Was ist das? Lisocor, das gibt es noch nicht so lange, das ist ein ganz spezieller Werkstoff. Der besteht eigentlich aus Pappel und einer Art, sage ich mal, so eine Pappe in der Mitte, so mit so einer speziellen Wellenform, damit du Stabilität hast, aber extrem leicht bist. Extrem leicht, nehme ich an. Extrem leicht. Also nochmal deutlich leichter als sonst ein normales Pappelsperrholz, was jeder gängige Hersteller verwendet. Ja? Das ist ja normal gängig im Wohnmobilbau. Pappelsperrholz. Und Das heißt, auch hier die Oberflächen ist alles alles aus Lisocor. Ist Okay. aber halt auch dementsprechend aufwendig. Und das kommt denn auch schon so furniert oder beschichtet? Nee. Alles Handarbeit. Ja. Kann man beschichten lassen bei spezielle Firmen. Igos-Drehkranz drin. Sag's mal gerade. Das Feinste vom Feinsten. Ja. Genau. Der ist normalerweise für Maschinen gedacht. Also den Okay. kriegst du nicht kaputt. Das war wahrscheinlich auch der Anspruch. Soll lange halten. Genau. So, das heißt, ihr gibt 15 Ziel- Jahre Garantie auf den Möbelbau. Ja, das Ziel, Hat's gehört? das Größenziel am Tisch war immer, ich muss Brettspiele wie Siedler spielen können. Das muss draufpassen. Du spielst Siedler. Genau, das muss draufgehen. Deswegen hat er keine Freundin mehr. Nee, aber es ist ja so, viele machen Spieleabende und da brauchst du viel Platz. Kann man den Tisch auch rausnehmen eigentlich? Wie rausnehmen? dass man Rausnehmen, nicht es dabei gibt es gibt ja auch Tische, die kannst du dann über ein Profil irgendwo außen einhängen, aber das wäre dann nicht so schön, oder? Wenn das Profil zu sehen ist. Das ist genau der Punkt, warum es noch nicht passiert ist, aber wäre kein Problem. Das ist ja diese Aluleiste, hier kann man natürlich auch da unten draußen, wenn es ein Kunde will, anbringen und dann hängt man da draußen ein. Geht genauso. Adaptieren, das funktioniert ja überall. So, das habe ich verstanden. Da vorne hast du was Schönes eingehangen. Zeig nochmal bitte in Genau, dass ich Zeitlupe. noch mehr Platz habe. Sonst wäre hier ein Loch. Wir wollen mehr Platz. Genial. Bitte mal zurückbauen. Ich stoppe mal die Zeit. Jetzt haben wir 1 Stunde 7:39 und wir haben noch nicht alles gesehen, Kinder. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video nennen soll. Der teuerste Crafter der Welt. Aber es hat seinen Grund. Schade, dass das Video nicht auf Arabisch ist. Dann würde das Fahrzeug wahrscheinlich demnächst in Dubai rumfahren. Mit einer dreifach Tisch aufgeräumt. Klimaanlage. Nein, noch nicht ganz. So, zeig nochmal. Okay. Auch da kann man ein Pferd dranhängen. So belastbar ist das. Schwerlast. So. Okay, verstanden. Genau, wenn wir gerade hier sind, können wir einmal kurz unsere Elektronik zeigen, wo man die Sicherungen findet. Das ist da unten versteckt. Aber auch hier sind wir dran, dass wir in Zukunft das Ganze noch ein haben wir bisschen... geplant, einen kompletten Stromkasten, der wie im Haus funktioniert, wo alles in einem ist. Genau. Hier sieht man die zwei On-Duty-Module, über die alles gesteuert ist. Frage. Ja. Dusche. Wenn jetzt einer kommt Gute und Frage. Ich Frage. habe die Frage schon eher erwartet. ehrlich gesagt. ja, aber das ist ja so, wenn ich es nicht mache, dann findet man es in den Kommentaren und die Vorwegnahme von Einwänden kennt ihr ja. Ganz wichtiges Argument. Vorweg jetzt mal, wir wollten hier nur zeigen, was wir können. Was heißt nur? Wir zeigen hier, was wir können. Uns persönlich ist eine Dusche bzw. Nasszelle, Dusche haben wir ja Außendusche, eine Nasszelle nicht wichtig. Wir sind der Meinung, brauchen wir nicht. Wenn wir Wildcampen fahren, Norwegen oder so, brauchen wir das nicht. Wir gehen im See, im Fluss baden. Ja. Ist wirklich so, gibt es überall einen See. Ja, ist so. Und wenn man am Campingplatz ist, gehe ich lieber da, um ehrlich zu sein. Das ist unsere persönliche Einstellung, darum haben wir es mir nicht gemacht. Der Aber nächste ihr habt ja auch eine Punkt- Außendusche. Ich meine, ihr kennt Ja. euch alle 4, wenn ihr unterwegs Ja, seid. Die Lady mal draußen ist ja eher schön zu sehen. Ihr wahrscheinlich nicht so, aber Ja, nee, das funktioniert schon. Aber der nächste Punkt ist, auf 6 Meter, wenn 4 Leute gut schlafen wollen, 4 erwachsene Leute, wird es eng. Da muss man einsparen. Und entweder an Stauraum, weil dann fehlt ja der komplette Platz. Ja. Ne? Und dann hast du hier Waschbecken und Kochfeld, dann unten fehlt alles, dann hast du noch ein Kästchen, das war's dann. so, wenn jetzt einer kommt und sagt, ist Ja, mir... Nasszelle. Nein. Ist mir scheißegal, ich mache ein C1E, ich will 6,40 Meter haben, ich brauche
super Hochdach. Ich brauche noch höher. Ich hätte ihn gern mit 3 Stockbetten. Scheißegal. Könnt ihr alles? Auch mit ZDF werden wir dann nochmal interviewt. ZDF kenne ich gar nicht. Was ist das? Ich kenne nur Saarland-Fernsehen. Aber das ist doch... Sind auch schon auf uns zugekommen. Aber ihr habt ja die Story. Ihr seid jung. Du hast studiert, fertig. Luftfahrt. Luft- und Raumfahrttechnik. Luft- und Raumfahrttechnik. Das heißt, du kannst auch Raketen bauen? Ich war mal ein paar Jahre bei MTU, aber eher in der Luftfahrt, also im Triebwerksbau. Habe da auch meine Bachelorarbeit geschrieben und habe mich jetzt dann im Master halt für Fahrzeugtechnik entschieden. Gut, und da bist du jetzt noch dabei? Da bin ich aktuell im letzten Drittel. So, du bist ja noch nicht am Ende. Du könntest jetzt noch den Kaufmann nachholen bei dir. Könnte ich machen, bin ich sogar inzwischen am Überlegen. Ja. Jetzt wegen der Firmengründung, aber jetzt gucken wir mal, wie das Ganze bei uns weitergeht. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie wir uns kennengelernt haben, wir sind ja Brüder. Ach, ihr seid Brüder? Ja. Das haben wir noch gar nicht gesagt, Nein. wir sind Brüder. Also zwingendermaßen haben wir uns... Ich habe zuerst gedacht, Aber bei meiner Geburt habe ich mich mit ihm kennengelernt. ich habe zuerst gedacht, ihr seid ein Paar und ihr habt das mit den Mädels nur gesagt, um nicht aufzufallen oder so. Nein, Ihr seid Brüder. Ja. Und wer ist so der Stärkere bei euch? Wer hat wen verprügelt? Also ich bin der Jüngere, aber ich glaube, das Verprügeln hat sich damit aufgehört, indem er mal gleich groß irgendwann war oder größer. Ist so. Das heißt, ihr habt noch mehr Geschwister, oder? Nee, Wir sind zu zweit. Zwei. Du bist noch mal wie alt? Ich bin 26. Und du bist 29. 29, ja. 3 Jahre auseinander. Ist das eine Welt oder geht das noch? Nee, ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, hast du ihn lieb gehabt damals als Kind? Ja, klar. Spielzeuge geklaut? Zum Verprügeln. Ja, ich habe ja auch einen kleinen Sohn, der ist 9, der das sieht. Das heißt, ihr habt das verwirklicht. Euer Papa hat 2 seiner besten Kräfte hergegeben, die beide gelernt haben, damit ihr ein Auto baut, statt in seinem Laden zu helfen. Kann man sehen, ja. Vorname vom Papa? Ist dasselbe wie meiner, Thomas. Thomas. Also du bist Thomas Junior. Genau. Lieber Thomas, das hat viel Geld gekostet, das hier. Wie viele Stunden? 8.000? 8.000 Stunden. 8.000, der Stundenverrechnungssatz, Handwerker im Moment 130 Euro, glaube ich. Das heißt, das ist gerechtfertigt hier, der Preis. Absolut, Ja, oder? genau, wie gesagt, wir haben hier Ingenieur und Handwerk. Also wir reden allein über circa, sagen wir mal, 80 Euro, 8 mal 8, 640.000 Euro Kosten. Aber du sagst, 80% ist Entwicklung hier drin, gell? Ja. Okay, aber trotzdem, wenn du alles zusammenrechnen würdest, der Preis ist gerechtfertigt. Das heißt, allein die Arbeitszeit, die drin Ja, ist. ist gerechtfertigt. Ja. Wie gesagt, die Entwicklungszeit, auch die Ingenieurzeit, die da benötigt wurde. Wie gesagt, zum Beispiel der Sitz von Agouti, den kannst du für einen Crafter nicht kaufen. Die Adaption musste auch selber entwickelt werden. Was ich krass finde, sind die 500 Kilo. Also wenn die wirklich stimmen, ich würde ja am liebsten gerne auf die Schrottwaage mit dir fahren, aber mache ich übrigens mit jedem Auto, was ich kriege, bin immer wieder überrascht. Ich hatte jetzt, wie gesagt, Affinity Van aus Polen, war leichter als angegeben. Und die haben gesagt, ja, fahr da vorne hin, wir haben keine Waage, aber er war leichter. Aber er wog mit Klimaanlage 3260 mit mir drin. Das ist schon gut. Der geht auf 4,8 Tonnen. Okay, ja gut. Also du kannst ihn auflassen, aber ich kann ihn jetzt bedenkenlos fahren mit 3,5 Tonnen. Aber hier 4 Personen, das heißt 3 steigen zu, wären 300 Kilo, sagen wir mal, mit Gepäck ungefähr. Jeder hat so 20 Wir haben Kilo. immer noch einen Puffer. Hast einen Puffer. So, das Wasser, Volumenwasser, was habt ihr? Wir haben 80 Liter Fischwasser, 10 Liter im Boiler, also 90. Und ab Grauwasser haben wir 100 Liter. Toilette. Aktuell keine verbaut, aber wie gesagt, auf Wunsch verbauen wir auch eine. So, das heißt ein Porta Potty oder sowas oder eine Trenntoilette. Trenntoilette wahrscheinlich Ja. eher. Weil eine Trenntoilette ist eher die Zukunft, da kann ich halt lange genug auf Toilette gehen. Und beim Potty Potty, da muss ich ja immer schnell wieder entleeren. Ja, Gibt mir die Autarkität. ich habe ja, aber der Hauptnachteil ist am Porta, darf ich es euch sagen? Da die Chemie nicht im Klo stinkt, die stinkt auch ein bisschen, aber in der Flasche, die musst du draußen oder im Gaskasten lagern. Ansonsten hast du dauernd diesen Chemiegeruch drin. Da hat irgendwie der Hersteller von der Chemie kein dichtes Material irgendwie gefunden. Also irgendwie stinkt das wie die Pest und dann nehme ich doch lieber eine Trenntoilette. Genau. So Gas, das heißt, ihr habt Dieselheizung, kleine Gasflasche langt, 5 Die Kilo. Gasflasche ist nur für die 2 Koch. Genau. So, der Wassertank, wo ist der? Den zeigen wir jetzt mal. Der ist hier hinten. Ach, das zeigen wir gleich, hat er gesagt. Aber jetzt zeigen wir erst einmal, bevor wir den Wassertank zeigen, zeigen wir noch den letzten Stauraum. Und zwar auch wichtig, im Wohnmobil, da muss auch eine Weinflasche reinpassen. Bitte mal öffnen. Das ist ja so genial. Und Bitte mal zumachen nochmal. Ich zeig mal gerade, wie du das aufmachst. Ganz einfach. Zack. Also, da ist ein Lederriemen. Genau. Jetzt ganz langsam bitte. Nein. Das war uns ganz wichtig, dass das so leicht funktioniert. Weil es gibt nichts Schlimmeres, dass ich irgendwas wegräumen muss, dass ich irgendwas aufmachen muss. Es muss alles leicht und einfach funktionieren. So, das heißt, die Bettbezüge müssen allerdings maßgeschneidert werden. Ja, Das klar. ist auch von diesen Firma Erge alles erstellt worden.
Bitte mal mit der Hand reinfahren, dass man mal sieht, wie tief das ist. Das hier, das in der Weinflasche hier haben wir das Ganze extra nochmal versenkt. Da ist eine Wanne eingelassen worden, da ist der Boden ausgeschnitten, damit eben große stehende Flaschen Platz haben. So, und ich Weil zeig sowas mal. finde ich extrem wichtig, dass man irgendwo einen Stauraum im Wohnmobil hat, wo man stehen, Flaschen lagern kann. Der Beschlag heißt Freelift übrigens. Das ist High-End. Genau, da gibt es halt eine Aluwanne, die unten nach unten geht, dass wir nochmal mehr Raum haben im Wohnmobil. Genau. Das heißt, wenn jemand weniger Stauraum will, kann er mehr Tank haben. Theoretisch. Und auf der anderen Seite ist der Tank. So. Da muss ja nicht dauernd dran. Nee, das ist nur im Servicefall. Hier ist der Wassertank Der drinnen. ist auch so gebaut, dass er dann unten nochmal weiter nach unten geht. Aus dem Fahrzeug eigentlich raus. Genial. Und auch tiefer Schwerpunkt. Genau. Gut, den aufs Dach zu schnallen macht ja keinen Sinn. Aber das wäre auch kein Problem, wenn du zum Beispiel sagst, warmes Wasser am Dach, fällt runter, kann man draufschnallen. Ihr habt ja oben ein Geländer. Ja, ist ja so. Viele, die campen gehen und nehmen sich so einen schwarzen Sack mit, Ja. machen das. Sag mal, das hier, ginge das als Allrad oder ist da der Kader am Weg? Das funktioniert als alles. Allrad. Das ist- Und es ist auch so alles gebaut, dass es hinten auch zum Nivellieren, also man kann es nachrüsten, dass man das ganze Fahrzeug nivellieren kann. Also es Luftfahr. Genau. Also ich hab jetzt Luftfeder hinten, das ist ein Traum. Also das ist alles so konstruiert, auch diese Wanne unten, dass ich den nötigen Platz habe. Da haben wir die Zeichnungen von der Firma bekommen, die sind auch im Kartier alle schon drinnen. Ist jetzt bloß in dem Fahrzeug nicht verbaut. Auf Wunsch, wenn es verbaut werden soll, dann wird es verbaut. Also nochmal, komm, wir gehen mal raus. Dann gehen wir nochmal ums Auto drumherum, dass wir das mal zeigen. Also Truma CP Plus Bedienfeld brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erläutern. Das findet man schon im günstigsten, aber da geht es gar nicht drum. Truma baut eben gute Heizungen, oder? Halt schade, dass man das noch zeigen muss. Ja, eigentlich wird alles über die App gehen und wir würden gern möglich diese Bedienfeld eigentlich gar nicht mehr haben, weil es designtechnisch wir nicht so schön finden. Wir haben es jetzt mal so integriert, das sieht ein bisschen aus wie so ein Schiff und mit diesem Design finden wir, ist es tragbar. Ich finde es gut. Ich mag's. Zumal es gibt nichts Besseres, also für den Größenbereich. Auch zum Beispiel 3D gedrucktes Teil hier unten. Das 3D, auch verstehe. Und das hält mit der Zeit, das wird nicht spröde und reißt? Nein, das ist PETG. Was? PETG. Der Kunststoff. PET und es ist Ach, normales PET. PET und G ist, dass man es drucken kann mit 3D-Drucker. Alles klar, ich kenne mich ja nicht so aus, aber das ist es. So, und dann geht mal raus bitte. Dann werde ich jetzt mal durch das Fahrzeug durchgehen und den Leuten nochmal den Blick ohne euch zeigen. Ja. Ich glaube, eins haben wir auch noch nicht gezeigt. Ja, die Oberschränke. Genau. Und alles angeschrägt, dass ich mir nicht die Birne zerstöre. Genau. Ihr wart beim TÜV damit? Ja, freilich. Wir haben mit dem TÜV so zusammengearbeitet, dass auch alles so abgenommen So, und das sind diese kleinen Teile, die wirklich alles verriegelt. Davon habt ihr Genau. wie viel verbaut? wird. Bei jeder Klappe, ich weiß jetzt gar nicht Zähl mal. auswendig. Roundabout 10. 20, Nee, ich glaube, das 11 oder 12 haben. 11 oder 12. Und das Zeug hält? Also wenn es ausfällt, kann man es irgendwie entriegeln? Ganz einfach. Ganz einfach. Ne, die Stifte da drinnen. Also wenn es jetzt verriegelt ist, theoretisch mit den kleinen Schraubenzieher manuell, ich habe jetzt leider nichts Feines Geht. da. Also die lassen sich von alleine zurückschieben. Okay, Man verstehe. kommt im Notfall rein, wenn was wird. Gibt eine Notfunktion. Das ist das Badkästchen. In Ja, unserem aber Fall cool jetzt finde ich mit dem Spiegel. und da so ein, genau, Das Badkästchen. quasi. Ihr sprecht auch untereinander bayerisch zu Hause? Ja. Sag mal, gerade mal hier die Schränke nochmal öffnen. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Haben wir es gerade mal. Verriegelt. Hast verriegelt. Moment. Der macht schnell über die App auf. Und mal halt hier auf, dann geht's schneller. Genau, Donnerschublade. Tief sind sie alle. Ausgenutzt. Ja. Und das ist die Fläche vom Waschbecken, wo verloren geht. Dann unten noch. Da haben wir auch die Möglichkeit, da unten, das sieht man ja diesen Hebel. Welchen? Im Wind, wenn man unten reinfilmt. Na, da muss man da unten rein. Da kann man umschalten zwischen Wasserauslass in den Grauwassertank oder Direktauslass haben wir auch. Für den Winter Das ist für eben. Wintercamping. Der ist klar beheizt hinten, aber wenn einer auf Nummer sicher gehen will, was ich Fan von bin, einmal unterstellen und direkt raus. Okay. Das ist möglich. Hier ist auch nochmal Stauraum. Und dahinter, darum ist es nicht so tief, ist eben dieser Gaskasten von außen. Ah, der Gaskasten, okay. Genau. Also, komm, wir gehen mal raus. Man muss das Ganze. Sitz kann man nur kurz Sitz? erklären, weil das ist auch nicht ganz normal. Kannst du auseinander schieben. So in alle Richtungen. Und da dahinter drin ist die Truma. Genau, damit wirklich jeder hier ganz bequem auch hinten reisen kann.
High-End bedeutet 6 Meter, 4 Personen. Gut, das Klo, da werden jetzt viele sagen, aber ohne Klo und ohne Dusche, aber das ist kein Problem. Dann kann man das machen, gerade wenn man nur 2 Personen hat, da geht es viel einfacher. Ja, Genau. und sonst, dann wären wir halt ein bisschen länger mit dem Fahrzeug, dann funktioniert das auch für 4. Also da finden wir Lösungen. Aber das Konzept hier ist natürlich richtig klasse. Bedeutet Trenntoilette rein, die ja sehr klein sein kann. Ich habe demnächst eine Trenntoilettenfirma hier, Trennlino oder wie, ich komme jetzt gar nicht drauf, die da sind, aber ich schreibe es euch nochmal in die Beschreibung mit rein. Die bauen High-End-Trenntoiletten. Es gibt einen richtigen Markt dafür. Ja. Und da kann der Kunde sich auch einbringen. Der zum Beispiel sagt, ich hätte gerne das noch mit dabei. Definitiv, ja. Da gehen wir komplett auf den Kunden ein. So, komm, wir gehen nochmal drum rum. Wenn ich Interesse habe, wie ist denn der Name von eurer Webseite? Das ist kiwi-vm.de. VM. Ja. Kiwi Van Manufaktur. Kiwi Van Manufaktur. Ich zeige euch mal das Kiwi. Das Design kann der Kunde natürlich bestimmen. Freilich, das war jetzt Design nach unseren Vorstellungen und Wünschen. Da hat der freie Hand. Der ist ja unauffällig am Campingplatz. Das heißt, wenn du stehst, die Leute denken, es ist ein ganz normaler Crafter. Genau. Was auch der Vorteil ist, du wirst zum Beispiel, wenn du jetzt an Gardasee zum Campen fährst, zum Klettern auch, du wirst nicht sofort ausgeraubt. Was Ja. das sehr hoch, das Risiko in Akku zum Beispiel ist. Ja, was aber viel schlimmer ist, du wirst auch nicht laufend genervt von Leuten, die sagen, oh, was hast du aber für ein geiles, also keine Protzkarre. Richtig. Aber von Oder innen Schafspelz. besten Luxus. So, also, Crafter baut ja 4x4, korrekt? Ja. So, dann könnte er höher sein, er könnte länger sein, er könnte, da geht alles. Aber man muss natürlich die 3,5 Tonnen beachten. Das ist ein Thema. Wenn er länger ist, wiegt er schon mal per se mehr. Ja, da muss man dann gucken, was denn genau noch die Anforderungen sind, ob man dann nicht sogar über die 3,5 Tonnen geht irgendwann, ob es dann nicht mal Sinn macht. Ja. Man muss aber auch mit den Kunden reden. Wenn zum Beispiel bestimmte Aspekte ja nicht so viel Wert drauf legt, kann man da auch Gewicht einsparen und andere wieder einbauen, die ja zum Beispiel noch nicht verbaut sind, die er haben möchte. Also man ist da sehr frei. Was ich geil finden würde, wenn er komplett weiß wäre. Und man würde draufschreiben, Rohrreinigung Müller, damit ich dann gar nicht mehr auffalle. Auch das kann der Kunde wählen. Ja, wenn es einer will. So, auch die Fenster, man kann ganz andere Fenster wählen. Man könnte aus dem Schiffsbau Fenster nehmen, die noch dezenter sind. Kann man machen, ja. Das ist Man kann die Fenster ganz weglassen, wenn der Kunde sagt, brauche ich nicht. wenn er keine Fenster braucht, ja. Aber die Klappen bitte noch einmal öffnen. Das ist so genial. Sag mal, das ist alles andere als trivial, oder? Ja, richtig. Das, wie gesagt, simuliert in CATIA auch, dass alles so funktioniert, dass es auch richtig mit der Gummilippe dichtet. Und der Vorteil an dem Ganzen ist, warum das auch so mit der Geometrie gewählt ist, wenn ich jetzt hier meinen Strom anschließe, dann müsste die Klappe offen bleiben. Ich habe jetzt den Vorteil durch die Geometrie, ich kann die Klappe zumachen, das Kabel steht unten raus und er dichtet hier ab. Ah, okay. Und somit regnet es mir auch nicht rein. Das heißt, auch daran hast du gedacht? Natürlich, das war auch sehr wichtig uns. Schön. Dann die Gas. Könnt ihr stundenlang auf und zu machen. Das Schöne an dem Ganzen ist, wenn jetzt der Stellmotor vom VW, das passiert oft, nicht mehr funktioniert, kann ich einfach hier die Schrauben lösen, den Stellmotor wechseln und es funktioniert alles wieder. Okay, das heißt, Ist an sich schon alles so verbaut, dass man immer wieder überall hinkommt. Ne? dass die Werkstatt auch freudenstrahlend kommt und sagt, endlich mal ein Stellmotor. Ja. Hier unten unter der Gasflasche, das ist das Loch natürlich, was wir benötigen. Geht direkt nach unten durch, ist hier eingelassen. Ist auch wieder alles 3D gedruckt. Das ist eine komplette Wanne, wo diese Gasflasche drin steht. Die Lüftung meinst du? Genau. Das ist alles integriert im 3D-Druck. Okay, habe ich noch. Und das war mir halt persönlich sehr wichtig, dass wir die Gasflasche eigentlich komplett zum Innenraum abgedichtet haben und nur von außen zugänglich, weil gängig ist es ja bei Kastenwägen, dass es irgendwo hinten haben oder so im Innenraum. Und ich persönlich hatte leider schon schlechte Erfahrungen mit Gas, wurde mir abgenommen vom TÜV, hat aber nicht funktioniert. Die Klappe nach innen war leider nicht dicht und plötzlich hat es nach Gas gerochen im ganzen Innenraum und dann bekommt man schon mit Angst zu tun. Und das nächste, was wir auch noch gar nicht erzählt haben, die Ablassventile von unseren beiden Tanks sind natürlich auch über die App steuerbar. Das heißt, ich fahre mit dem Wohnmobil über den Bereich, wo ich mein Wasser entleeren will und drücke auf den Knopf und dann öffnen sich die Ventile und entleeren das Fahrzeug. Cool. Hinten unten ist der Abwassertank. Außen? Unten komplett. Wenn wir da unten reinfüllen,
bisschen nach oben, dann sieht man den. Ach, das meintest du eben, dass du im Winter sagen Genau, kannst, da. ich will's. Der ist natürlich beheizt, aber auf Nummer sicher kannst du dann... Genau, der ist isoliert, beheizt, Heizpatrone drinnen. aber man kann eben auf Nummer sicher gehen und direkt auslassen und dann einmal unterstellen. So, liebe Zuschauer, auch von Saarland Fernsehen 1, ja, wir werden das ja auch im Fernsehen zeigen, dass hier, gebt mal die Kommentare bitte ab, was ihr davon haltet. Erstmal von dieser Ingenieursleistung der beiden Jungs. Ihr seid jetzt zwar keine Ingenieure, aber Ich bin Ingenieur. du bist Ingenieur. Okay, du bist Ingenieur für Fahrzeug, Der Luft- und Raumfahrttechnik. Luft- und Raumfahrttechnik. Und das ist ja auch ein Fahrzeug. Es ist ein Fahrzeug. Es muss auf jeden Fall auch fliegen. Muss auf jeden Fall. Und das ist ja die Zukunft, habe ich gehört. Demnächst wird ja hier alles aufgehoben, die Gravitation. Wir können dann fliegen. Aber solange das noch nicht so ist, das Ganze ist auch sicher. Das heißt, das Business, was ihr macht, Sicher, ist auf dem TÜV alles abgenommen. nee, ich meine sicher in der Zukunft, weil ich glaube, mein persönlicher Tipp, wir haben die erste Wasserstofftankstelle nämlich gefilmt, wie sie funktioniert, in Verbindung mit einem Hyundai. Ich glaube, Wasserstoff wird vieles im Nutzfahrzeugbereich Wie ändern. gesagt, in diesem Bereich können wir uns ganz einfach integrieren, weil wir von den aktuellen nicht abhängig sind. Zumal dann man dann auch die Heizung mit Wasserstoff betreiben kann. Also es wird da vieles gehen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Kiwi-MVM. Kiwi-vm.de. Ich schreibe es nochmal in die Beschreibung rein. Und bitte lasst Kommentare da und schreibt bitte nicht rein, da ist ja kein Klo drin und da ist keine Dusche drin. Auf Wunsch machen die beiden Brüder euch auch ein Klo und eine Dusche rein. Aber ein 4-Personen-Fahrzeug ohne Witz, auf 6 Metern mit so viel Features. Und wenn ihr da Bock drauf habt, hier könnt ihr es kriegen. Senja. Senja, genau. Kiwi Senja. Danke. Tschüss.